Einen wunderschönen, düsteren Dienstag. Ihr hört gerade den Soundtrack vom Spiel. Erstmal Hallo zusammen. Wie ihr schon mitbekommen habt, wir werden heute The Dramaturg spielen. Da haben wir ja damals die Demo gespielt und die Demo war schon sehr, sehr interessant. Und ich freue mich natürlich, dass ich das Spiel für euch spielen darf. Es kam gestern raus. Ne, ich habe oben auch einen Befehl drin, Ausrufezeichen Tauma. Da könnt ihr das gerne den Steam-Link euch rausholen. Für YouTube, der Link zum Spiel ist wie immer in der Beschreibung. Und ich hoffe, euch geht's gut. So. Ich würde eigentlich fast sagen, wir fangen direkt an. Weil wir haben heute einiges zu tun. Einiges zu erledigen. Und ja. Ich stelle dann gleich mal um. Ich denke mal, da wird direkt am Anfang auch erstmal so eine Einführung laufen wie letztes Mal. Und ja, ich habe übrigens den Chat heute im Bild ausgemacht, dass der nicht im Bild mit drin ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und die Sounds sind auch aus, da ich das gerne auf YouTube auch natürlich nachträglich noch bringen möchte. So, und dann würde ich sagen, mute ich mich mal eben und dann geht's wahrscheinlich auch schon los. Also bis gleich. Oh, es geht doch noch nicht sofort los. Okay. Fool's Theory ist ein Team aus Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen, Religionen, sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten.
Unser Ziel ist es, erwachsene Geschichten zu erzählen, die Spieler zum Nachdenken und Reflektieren anregen sollen. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir bei der Entwicklung eines Spiels, das so viel Inspiration aus der Vergangenheit schöpft, auf die Darstellung bestimmter Einstellungen und Ansichten, die heute zu Recht als inakzeptabel gelten, nicht verzichten konnten. Die Geschichte historischer Charaktere, die im Spiel vorkommen, sind eine lose Interpretation realer Ereignisse oder gänzlich als Produkt unserer kollektiven Fantasie. Wisst ihr Bescheid? So, da haben wir ihn. Gucken wir mal ganz kurz in die Optionen rein. Qualität können wir ja dann nochmal gucken. Gameplay. Schwierigkeitsgrad herausfordernd. Aus Geschichte. Wähle die für dich passende Schwierigkeit. Du kannst deine Entscheidung. Okay. Ausgeglichen Geschichte. Daniela, hi. Wollen wir Geschichte machen? Ja, ne? Wir wollen uns ja die Story auch angucken, ne? Musik mache ich ein klein bisschen leiser. So. Dann würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel und ich mute mich nochmal, weil ich glaube, am Anfang kommt erstmal direkt ein Video. Ja. Taumata ist dem Griechischen entlehnt und bedeutet Wunder. Ein Taumaturg oder Temperament ist ein Mensch mit der Fähigkeit, nachklingende Geheimnisse an Personen und Orten wahrzunehmen. Warte mal. Taumaturgen erkennen Laster, dem menschlichen Geist eingeprägte Stigmen und können sie zum Vorschein bringen. Sind sie eine Art Seelenärzte? Das Wesen eines Taumaturgen zu verstehen, ist jenen, die nicht selbst mit der Gabe geboren sind, unmöglich. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know
You think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Und da sind wir. Moment. Wir schreiben ja jetzt wahrscheinlich eine Nachricht an unsere Liebende. Die Nachricht direkt diktieren. Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Deinen Vater verärgern. Grüße an deine Schwester. Please add my love to you, my sister. Das ist seine Schwester, nicht seine Frau. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Ey, der hat mich beleidigt. So. Transkaukasien. Alles klar. Du kannst dich an allen Orten frei bewegen. Jawohl. Ne? Ich finde das hier so geil. So, die Sachen kann man uns angucken. Lieber Anthony, ich habe das Gefühl, als seien Jahre seit deinem letzten Brief vergangen. Oder ist es vielleicht nur der Winter, der dafür sorgt, dass sich alles Schöne und Warme so weit weg anfühlt? Wie du dir sicher vorstellen kannst, verwöhnt mich das Leben im Exil nicht gerade. Vor Jahren wurde ich aus meiner Heimat gerissen und in ein fremdes Land voller fremder Menschen geschickt, um unter der russischen Flagge zu kämpfen. Und wie geht es mir heute? Ich lebe unter Leuten, die mich hassen. Hassen. Ich bebaue das Land, das ich mit dem Blut und Fleisch seiner Söhne gedüngt habe, werde dabei krank und verliere den Verstand. Und ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ich kann nicht aufhören, in Erinnerung zu schwelgen. Der Tod erscheint mir als meine einzige Fluchtmöglichkeit. Bete bitte für mich. Konstantin. PS, ich bezweifle, dass dieser Brief die Zensurkontrolle überstehen wird. Aber falls doch, dann sag Anjelka bitte, dass der Gedanke an sie mit Trost gespendet hat. Bis zum Schluss. Ein verlorener Brief.
Oh, jetzt sammeln wir sogar alles ein. Guck mal. Ach du lieber Gott. Also wenn das so weitergeht durch das ganze Spiel, ne, sind wir heute am Heiser. Daniela, wie geht's dir? Lieber Janko, bitte unterlasse diese Adelsprotzerei und höre mir zu. Die Zeiten ändern sich. Du kannst dich nicht mehr nur auf deinen Grundbesitz verlassen. Die Bürger haben sich verändert und man weiß nicht, wie sich alles in den nächsten Jahren entwickelt wird. Sieh dich doch mal um. Egal wo man hingeht, alle sprechen von Aufständen und Proletenrebellen, die mit Heugabeln auf den Adel losgehen. Wir müssen uns schützen. Baue dir nebenbei noch etwas auf, irgendein Unternehmen, das uns ein Leben in Würde ermöglicht. Deshalb sage ich dir das jetzt zum letzten Mal. Geh zur Bank in Tiflis und nimm einen Kredit für die Hälfte unseres Vermögens in Kaukasus auf. Investiere das in das Ölgeschäft in Baku. Bald ist die Eisenbahn auch dort angekommen und die Welt braucht Kerosin. Du musst handeln. Ich werde dir alle Unterlagen und Ermächtigungen zusenden. Zögere es nicht länger hinaus. Liebe Grüße, Luf. Ganz gut soweit. Hatte eben... Oh, und wie lief's? Erzähl. Ach, guck mal, wir kriegen Erfahrungen in Lesen. Wunderschön. Was ist hier? Geht's zum Bahnhof? Nee, mit dem Typen will ich nicht nochmal reden. Der hält mich für einen Spinner. Tiefensicht. Als Dramaturg verfügst du über die Gabe der Tiefensicht. Du kannst verborgene Dinge aufspüren, die Angriffe eines Feindes vorausahnen, Spuren von Gefühlen, Gedanken, Taten und Worten folgen und dein Ziel leichter erreichen. Okay. Nutze deine Tiefensicht und folge dem Weg zu deinem Ziel. Ja. Da ist der Fahrer. Oh, was ist hier? Lesen. Der Tieflieser Anzeiger. Ist halt Callcenter, da muss ich ganz genau überlegen, aber direkt ums Eck und weg vom Amt. Ja, das ist halt eine Überlegung wert, ne? Das ist wirklich eine Überlegung wert. Bis wann kriegst du Bescheid? Die tragischen Geschehnisse vom 29. August werfen einen Schatten über die Stadt Tiflis und lassen sie in tiefer Trauer zurück. Die gestrige Kundgebung, auf der die Reformvorschläge von Minister Alexander Bulgin erörtert werden sollten, wurde von Kosakentruppen brutal abgebrochen, die das Verwaltungsgebäude der Stadt stürmten. Bewaffnete Kosaken drangen in den Sitzungssaal ein und richteten großen Schaden an. Bei den Ausschreitungen wurden 60 Menschen getötet und über 100 verletzt. Das Volk ist über einen weiteren Fall von ungerechtfertigter Aggression gegen die georgische Nation entsetzt. Viele glauben, dass weitere Massenstreiks unvermeidlich sind. Ja gut. So, jetzt aber, ne? Oder schauen wir uns hier noch was an? Nee. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Nee. Hi. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Gut. Fragen, ob er noch einen Moment warten würde. Nach einem Heiler im Dorf fragen. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? Shithole. I actually meant, is there anyone visiting? A guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? Bedanken und einsteigen. I'd be grateful.
Always nice to have someone to shoot the breeze with. Weit weg von hier treibt die Ära des Dampfs. Achso, das Ladebildschirm. Prolog. Hoffnung auf Besseres. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Finde den Wunderheiler im Wirtshaus. Tagebuch aktualisiert. Gut. Wir können ja mal eben gucken. M ist Map. I ist mein Inventar. Was haben wir denn hier Schönes? Mein Grimoire. Der Brief. Wir haben ein bisschen Geld. Wir haben einen Revolver und einen Reisepass. Na, dann gibt es ja hier noch das Tagebuch. Schauen wir mal, ob dieser spirituelle Arzt, dem ich gefolgt bin, mir helfen kann. Dann gibt es hier noch diese Einträge, die wir gefunden haben, ne? Dann hier ist der Skillbaum. Ne, hier. Kommen wir noch zu. Besitztümer, Karte. Jo, Escape. So. Was ist O? Ah, das bin ich. Okay. Und jetzt können wir uns theoretisch hier ein bisschen umgucken. So ist das Leben auf dem Land. So. Da vorne liegt ein Brief. Proletariatis zur Zola. Und weißt du schon, wie du dich entscheidest? Oder überlegst du noch? Bald wird der Tag kommen, an dem das Volk seine verhassten Ketten abwerfen wird und mit einem Schlag des mächtigen Arms, der durch Arbeit und Kampf gegen das Elend gestählt wurde, den verachteten Zaren bezwingt. Ja, meine Betonung heute, ne? Mögen die aktuellen Ereignisse, die für viele so schmerzlich sind, eine Fackel sein, die die Flamme für eine rechtmäßige Revolution entzünden wird. Es bedarf nur einiger weniger Menschen, die stolz ihr Haupt erheben und ihre Arbeit niederlegen, damit die Flamme zu einem Feuer wird, das den Unterdrücker verbrennt und unser Land reinigt. Es geschieht bereits, die Arbeiter in den großen Städten bereiten sich auf die Maßnahmen vor und auch die Bevölkerung auf dem Land schließt sich dem Kampf an. Die Stunde der Entscheidung ist gekommen, lassen wir uns nicht entmutigen. Ja, das ist eine richtige Entscheidung, du. Das ist die richtige Entscheidung. Huch. Hi. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Keine Anzeigen und Stimmen. Ärger vermeiden und sagen, dass du nur auf der Durchreise bist. Eine stolze Antwort. Sie schöpft nicht nur aus der Stufe deines Lasters des Stolzes, sondern nährt sie noch weiter. Ja. Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. Got to sort out formalities with this tourist. It's your snummy. We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Oh, der erste Kampf. Das haben wir in der Demo nämlich auch gemacht. Siegesbedingungen. Wenn deine Feinde all ihre Lebenspunkte verlieren, gewinnst du den Kampf. Die Feinde werden als Balken unter ihren Füßen dargestellt. Deine Lebenspunkte siehst du im Balken oder oben links auf dem Bildschirm.
Kampf beginnen. Genau, und jetzt kann ich mir Blitzangriff oder 5 bis 6, 11 bis 14. Ja, komm. Und er liegt. Oh, mit dem Messer auch noch. Durch Tiefensicht kannst du die Handlung deiner Feinde vorausahnen. Um zu erfahren, was sie vorhaben, öffne den Handlungsverlauf oben auf dem Bildschirm. Geschwindigkeit. Jede Fähigkeit hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Sie sind stärker, aber erfordern Vorbereitung. Dadurch läufst du Gefahr, dass dein Feind zuerst angreift. Okay. Okay. Ach, komm. So, jetzt kriegt er noch einen Damage und dann liegt er. There's the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. So. Gut. Ich muss da rein. Tschüss. Oh, was haben wir da? Oh. Good boy. Oh, Hundi. So, jetzt gehen wir erstmal gucken, bevor wir da hinten... Da ist Rasputin. Zu dem müssen wir, aber wir gehen erst vorher mal hier so ein bisschen... Neuigkeiten aus Jerewan. Wie unsere Berichterstatter melden, ist der neu ernannte Generalgouverneur der Provinz Jerewan, Prinz Napoleon Louis Joseph. Prinz Napoleon, einigen wir uns auf Napoleon, soeben in der Stadt eingetroffen. Die höchsten Staatsbeamten waren bei der Begrüßungszeremonie anwesend, an die sich ein Abendessen mit den Vertretern der bedeutendsten Familien Jerevans anschloss. Eine Ansprache des Generalgouverneurs an die Stadtbevölkerung wird in den nächsten Tagen erfolgen. Sorry. So, gehen wir mal gucken. Gibt es hier noch mehr zum Angucken? Bevor ich zu Rasputin gehe. Dass sie nach dem Rezept fragen soll. Aha. Na gut, wir haben wohl nichts mehr. Also, hi. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? Woran glauben Sie? Sagen, dass du an seine wundersamen Kräfte glaubst? Sagen, dass du dich selbst davon überzeugen möchtest? If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? Erklären, wie du ihn aufgespürt hast. I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost 3 continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Wiktor Szulski.
on my path. I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove your thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Beweisen Sie mir, dass Sie Trauma und ich werde Sie an. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Riechen Sie daran. Gebetskette. Eine vom Alter gezeichnete Gebetskette mit 30 Knoten aus Wolle. Die Wollfäden sind zum größten Teil vom Feuereifer durchtränkt, der von den Gebetsperlen ausgeht und zu einem geringen Teil von dem Talg, den die kräftigen Finger ihres Besitzers absondern. Die Kette pulsiert mit einer Mischung aus blauer Verzückung, lilafarbener Leidenschaft und stahlgrauer Intensität. Die Perlen brennen unter deinen Fingern, ziehen dich aber auch magisch an. Rasputins Wunsch, seine Begeisterungsfähigkeit und seine Leidenschaft verleihen Rasputin eine geradezu magnetische Anziehungskraft. Er hat einen ansprechenden Charakter, ist mutig und kämpferisch, ein geborener Anführer. Man muss nur vorsichtig sein, sich nicht an seinen Feuereifer zu verbrennen. Du hast das nötige Wissen? Okay. Sagen, dass du alles hast. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Na gut. Broken Bottle. Beobachtungen sind Informationen, die du beim Umgang mit Menschen und Gegenständen sammelst. Aus Beobachtungen kannst du Schlussfolgerungen ziehen und so weiter und so mehr über die Welt und verschiedene Ereignisse erfahren, was in vielen Situationen hilfreich sein kann. Tiefensicht und Objekte besitzen die Gabe der Tiefensicht. Damit können sie an Gegenstände Spuren von Gefühlen, Taten, Worten und Gedanken finden, die jemand anderes hinterlassen hat. Um diese Spuren zu erkennen, musst du die Dimensionen Herz, Hand, Mund und Hirn ausreichend entwickeln. An manchen Gegenständen findest du eine Spur der Persönlichkeit eines Menschen. Sie kann 3 Gestalten annehmen: unbekannt, du siehst sie zum ersten Mal; bekannt, du hast die Spur schon einmal gesehen, bist aber nicht sicher, zu wem sie gehört; vertraut, du weißt genau, wer sie hinterlassen hat. Spuren werden nur sichtbar, wenn du eine Prüfung der tiefen Sicht bestehst. Let's take a look around. Okay. Wir haben hier was. Oder sieht das nur so aus? Da. Nee, da ist auch was, aber da auch. Who would have thought there were such layers of passion within him? Oh, so viel, Daniela, das müssen wir mal im Kaffee klären, was wir schon länger machen wollten. Das ist so viel. Ein kunstvoll verziertes Gebetsbuch mit Gebeten für die russisch-orthodoxe Liturgie. Es vibriert mit einem schmachtenden, lustvollen Stöhnen, einem Hauch von Seide, ein Duft von teurem Puder, wie man es am Hofe trägt. Etwas Weiches und Warmes, worin jedoch auch der Keim des Schmerzes steckt, den der bevorstehende Abschied und die darauf folgende unstillbare Sehnsucht hervorrufen werden.
Rasputins Leidenschaft. Wer hätte gedacht, dass dieser Priester dermaßen heißblütig sein könnte? Hinter der Maske des Heilers verbirgt sich überraschenderweise ein herausragender Liebhaber, dem die Frauen Herz und Schoß öffnen. Vielleicht ist dies eine seiner Heilmethoden. Ja, morgen kann ich nicht. Morgen habe ich halt Arzttermin und so. Müssen wir mal gucken, vielleicht Donnerstagmorgen, war. Something is off. Bußgürtel, ein Bußinstrument zur freiwilligen Selbstkasteiung. Unbekannte Spur. Okay. Ach, guck mal hier. So, da haben wir das. Aber nur die... Nee, da ist auch noch was. No luck. Oh well. Schmutzige Schlüssel. Eine schmutzige Schüssel, nicht Schlüssel. Schüssel. Alles klar, weiß ich Bescheid. Aus der jemand Eintopf gegessen hat. Okay. Aber irgendwie fehlt da noch einer, oder? Warte mal, oh. Der Einband deiner Grimoire zeigt dir deine verfügbaren Dramaturgie-Punkte. Werte deine Fähigkeiten auf, verbessere deine Kräfte in verschiedenen Dimensionen und jage Salutoren, um dich weiterzuentwickeln. In der Dimension Herz. Es ist ein verstärktes Laster. Okay, wir haben noch gar keinen Punkt. Glaube ich. So, 1, 2, 3, 4. Fehlt doch noch eins. Oh, doch nicht. Ja, dann. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? Nach der Hofdame fragen. Ich frage jetzt nach der Hofdame, ja? I can't help but ask you about that young lady from Petersburg. Careful, I'm starting to like you. But not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Sagen, dass du zum Betteln bereit. Komm, wir betteln. I don't have much dignity left. I'm prepared to beg for your help. That won't be necessary, Victor. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice,
You are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. There's no one in here. Finde den Weg. I need to get out of here. Das ist immer wieder mein... What is this sound? Shackles? You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, Father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, Father. Clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Erhole dich vollständig mit Hilfe eines Wunderheilers. Jawohl. Finde die Person mit dem Laster, auf die es wilde. Finde Rasputin auf dem Friedhof. Gibt's hier noch irgendwas zu gucken? Nee, ne? Okay. Quests haben verschiedene Ziele. Du kannst selbst auswählen, welches Ziel du verfolgen möchtest. Sobald du ein Ziel ausgewählt hast, siehst du, was du tun musst, um es zu erreichen. Manchmal ist der Weg zu einem Ziel so verschlungen, dass selbst ein erfahrener Dramaturg diese nicht erkennen kann. Keine Sorge, die restlichen Ziele zeigen dir auf, wie du die Quest trotzdem erledigen kannst. Okay. So, jetzt haben wir zwei Wege.
Rasputin ist da. Auf dir ist der... Sollen wir erstmal zu Rasputin gehen? Komm. Aber das wird... Oh. Habe ich jetzt einen Punkt oder nicht? Hier. Rasputin. Ah, den haben wir kennengelernt. Ist es jetzt vorbei mit der 1? Nee. Wo habe ich denn... Ach, da! Ah. Wunderschön. Na gut, gehen wir erstmal gucken. Hi. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Etwas entgeht dir nach wie vor. Such weiter. Mich nicht zum Friedhof bringen. Vielleicht kann ich meine Kräfte dazu einsetzen, meine Meinung zu ändern. I'll be right back. Hier. Manipulation. Du kannst andere Menschen durch Dramaturgie. Dazu musst du zuerst Schlussfolgerungen ziehen, um die Geheimnisse einer Person herauszufinden. Wenn du jemanden manipulieren kannst, verändert sich das Interaktionssymbol und der Öppe erscheint neben dieser Person. Okay. Gibt's hier irgendwas? Bestimmt. Aha. An der Schaufel kleben noch Schlamm und Eis. Der Kutscher musste die Räder der Kutsche aus dem weichen Untergrund befreien, der sie verschluckt hatte. Okay. Hier ist Tuch. Der Kutscher hat sich mit diesem Tuch den Schweiß von der Stirn gewischt. Das Tuch verströmt den sauren Geruch der Erschöpfung. Seine Knochen knacken und seine Muskeln brannten wie Feuer, während er versuchte, die Räder aus dem weichen Boden zu befreien. Und keiner half ihm. Es ist sein Job, es ist sein Schicksal. Der Kutscher ist müde und erschöpft. Es ist harte Arbeit, die Kutsche alleine auszuladen, und er wünscht sich nichts sehnlicher als eine kleine Pause. Ich kann sein Leiden lindern. Wir manipulieren immer eine Runde, komm. I'm not going anywhere. Die Müdigkeit verschwindet. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Ha! So. Jo, dankeschön. So, wir müssen jetzt dahin. Habe ich schon wieder einen Punkt? Hier. Angriff gegen... Wie viele Punkte habe ich denn noch? Jetzt aber keinen mehr. So. Na gut, gehen wir mal zum Friedhof. Mal gucken, was hier so los ist, ne? Hi. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? Erklären, was sich verändert hat. I see him. My Uper. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. We're in the cemetery.
I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. Was machst du hier? When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. Nach dem Tod fragen. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salita. What do you mean? Die Frauen auf dem Unglück fragen, das ist Dorf belastet, der Tod. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed, before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A book of hatch. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Ja, dann lass mal gucken. Das Dorf von einem Licht heimgesucht wird. Sein Name ist Quatsch. Na dann. Ist hier noch irgendwo was? Nö. Ui. Ach, müssen wir wieder mit dem hier. Abgebranntes Gehöft. Da ist das Dorf. Guck mal, wie groß die Karte ist, ey. Mein Gott. Möchtest du zu diesem Ort gehen? Ja. So. Hä? Hab ich hier was übersehen? Nee. Ach so. Da. So, gucken wir mal, was er erzählt. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time doesn't matter much here. I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever is carrying the flaw that lured the salutor here. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Fragen, warum er mitgekommen ist. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a thaumaturge so closely. I'd like to learn as much as possible about your abilities. Ah.
Erklären, warum es gefährlich ist, mehrere Salutoren zu haben. If I do manage to catch another Salutar, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary thaumaturge wouldn't even try it more than once. Only a few have multiple Salutars. Why? Ja, deswegen war er ja krank letztes Mal. Some have lost their lives trying, others their senses. I was close to madness. I lost my sense of reality. I didn't know what was true. But I know I can do it. I'm almost 100% sure. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems, that led you to me? That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. Erklären, was Spuren sind. People always leave behind individual bits of their personality, even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? Erklären, was Laster und Salutoren sind. Above all, flaws are deeply hidden marks left on human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a salutor. They don't take a physical form. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the salutor. Those are the moments when I've usually failed. I haven't been able to hold on to a salutor. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? Ja, Stolz, ne? I bear the flaw of pride. I wouldn't have guessed. And now? Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutor. I need to look around this place a little more. I won't stop you. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir was finden. Untersuche das Gehöft. Can you feel it? It's the smell of mystery. Da ist was. True fear. Stoffpuppe, eine verkohlte Stoffpuppe. Sie sieht sehr alt aus. Angst bildet eine steinharte Kruste um die Puppe. Sie besteht aus vielen Lagen, ähnlich den Lackschichten auf einem alten Ölgemälde. Über der Angst eines Kindes liegt die Furcht eines Mädchens, darüber das Grauen einer jungen Frau. Die Gefühle formen eine Wolke aus Terpentin, die einen die Kehle zuschnürt und die Tränen in die Augen treibt. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Nee. I felt something. Where is it? I felt something. Where is it? Hier. Something is off. Gürtel, ein verkohlter Gürtel, alter Gürtel mit einem schweren Gürtelschnaller aus Metall. Okay. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Einmal das ganze Gebiet hier absuchen.
Aha. Türrahmen. Ein zerstörter Türrahmen. Wie durch ein Wunder hat er das Feuer bestanden. Angst hat sich tief in das Holz des Türrahmens hineingefressen. Angst vor den Flammen. Angst, eines geliebten Menschen zu verlieren. A horrible death. Ort des Todes. Ein getrockneter Blutfleck. Die Holzdielen des verbrannten Hauses haben das Blut gierig aufgesogen. Am Blut haftet Schmerz. Es floss schnell. Die von der Schere verursachten Wunde war nicht tief, aber tödlich. Die Lebenskraft entwich aus dem Körper, das Herz stolperte und verkrampfte, und der Verstand erkannte das bevorstehende Ende. Einen kurzen Augenblick war alles still, dann flackerten die Flammen auf und der Schmerz kehrte zurück. Okay, er wurde also... Genau, das ist das, was wir ja gesehen hatten, ne? Haben wir schon alles? Scheint so. Oh, er ist da. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house got fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. Wilder Salutor, der wilde Salutor, den alle den Bukawatsch nennen, ist aus seinem Versteck hervorgekommen. Das abgebrannte Gehöft. Ein Hieb im Affekt, von blinder Wut verursacht. Tod und Feuer. Diese Ereignisse haben das Laster erzeugt, das den Bukawatsch angelockt hat. Ich muss herausfinden, wer in der verhängnisvollen Nacht zugegen war, als das Haus abbrannte. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Sagen, dass die Chancen jetzt ungleich sind. Dass du es wieder tun kannst. Sagen, dass es jemand anderes war. Ja. This doesn't look like a fair fight. That's why we're giving you a chance. Make a donation and we'll disperse in peace. I didn't say the advantage was on your side. So, jetzt haben wir ja 3 Stück, ne? Kraftangriffe und Fokus. Gegen einen Feind auszuführen, musst du ihm seinen kompletten Fokusraum und Status Zusammenbruch versetzen. Kraft. Du kannst damit also den Kampf schneller beenden. Okay. Ablenken, um aus dem Fokus. Okay. Manöver. Ja, aber ablenken haben wir ja noch nicht, ne? Hauptfokus verringern. Ah, hier. Gelegenheit für einen Kraftangriff. Der Feind hat seinen kompletten Fokus verloren. Das ist eine gute Gelegenheit, einen Kraftangriff zu starten. Ach stimmt ja, der hilft mir ja dann, ne?
Schreiner. Und tschüss. Oh, mal eine andere Fähigkeit. Und tschüss. Are you alright, sir? Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're alright, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Mit dem Laster, die dem Mord. Okay. Und wieder zurück zur Stadt. So. Dann lass uns mal gucken. Ich glaube, diesmal sind wir auch ein bisschen schneller wie letztes Mal. Warte. Komm mal zurück. Talisman. Es wurde aus Schnürzweigen und Federn angefertigt und soll die Dorfbewohner vor dem Einfluss böser Mächte schützen. Okay. Hier ist, glaube ich, das nächste Ding. I felt something. Where is it? They'll all gawk, but without lifting a finger. Just, Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Hat die jetzt gespuckt? Freches Stück. Vesnas Spur. Dieselbe Spur, die auch an der Stoffpuppe und dem Äpfeln klebte, den die Frau fallen gelassen hat. Aha. Vesna riecht nach Angst. Ihre Nerven sind gespannt wie Drahtseil. Ihr Herz zittert, ihre Finger sind steif und ihre Gedanken schweifen ziellos im dunklen Wald der Furcht. Wenn ich ihr Haus finde, kann ich vielleicht den Grund für ihre Nervosität herausfinden. Gucken wir doch mal. Am I sensing? Hölzerne Kiste. Eine handgeschnitzte und kunstvolle bemalte Kiste aus Holz. Mhm. Hallo? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Ah, jetzt muss ich schon wieder kämpfen. Oh, wir können vorher noch Herz. Sollen wir mal hier einen machen? Mehr haben wir nicht. Gut. Schließen. 36, 33. Und hau rein. Und tschüss. So. Den. Da brauchen wir mehr von, ne? Ah, okay. Negative Effekte habe ich, glaube ich, gerade nicht drauf.
Hirnerschütterung und go. Halte Feinde davon ab, während eines Gefechts Angriffe zu machen. Gewinne ein Gefecht mit allen Lebenspunkten. Yeah. You could say that, sure. So. Die Dorfbewohner ignorieren jede Art von Anstand und Vernunft. Sie sind impulsiv, leicht reizbar und brechen wegen jeder Kleinigkeit einen Streit vom Zaun. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sollen wir erstmal das Grundstück untersuchen? Wir waren ja noch nicht fertig, ne? Warte mal, da ist was. Scherben eines Tellers. Die Keramikscherben zittern vor Ärger und Frust. Der Streit brach urplötzlich aus. Vorwürfe und Klagen flogen durch die Luft und erfüllten sie mit Galle. Deren süßlicher, stechender Geruch führte zu Geschrei, zu Schuldzuweisungen und verletzenden Worten. Die Aufregung dauerte an, bis alle Beteiligten außer Atem waren. Okay. Beschädigter Axtstiel. Ein beschädigter Axtstiel. Die Spur darauf stimmt nicht mit der Spur von Vesna überein. Bittere Worte und deren Dornen haben den Stiel überwuchert. Es sind jedoch auch einige wenige warme Worte zu erkennen. So zart wie Rosenblüten. Es sind Worte der Liebe an eine Person, die sich nicht vor Dornen fürchtet. Eine Liebe, die mitunter schwierig ist, aber keine Gewalt kennt. Okay. Ehestreit. In diesem Haus leben Eheleute, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie streiten sich heftig und lauthals, bis ihnen der Atem ausgeht. Aber sie bleiben beieinander, sie halten zueinander, trotz allem. Okay. Bin ich schon fertig hier mit dem... War das alles? Huch. Ah, erster. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at the Vasilis' burned-out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. So. Am Axtstiel haftet die Spur von Luca. Sie stimmt mit der Spur auf dem Türrahmen des abgebrannten Gehöfs überein. Na dann. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. He'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Vesna über Luca. Offensichtlich ist es nicht das erste Mal, dass Vesna jemand mit ihrem Mann droht. Luca hat wohl nicht den besten Ruf im Dorf. Die Dorfbewohner halten Luca für einen Griesgram und Eigenbrötler. Er scheint jedoch auch ein Herz zu haben. Luca war in der Nacht in Vasilis Haus, als dieser ermordet wurde und das Haus abbrannte. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Sie beruhigen und ihr ein Gefühl von Sicherheit geben. Vesna davon überzeugen, dich reinzulassen. Ihr die kleine Puppe geben, die du gefunden hast. Ich gebe ihr erstmal die Puppe, oder? I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Get that thing out of here. Aha.
wieder einen Punkt erhalten. Die Puppe wolltest du nicht mal haben, ne? Hallo? Ach, brauche ich dich wieder. Again. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. So, die Waldlichtung. Stelle Luca zur Rede. Wo ist Luca? Oh. I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Sie ist es. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are, Bukavat. Vesna's flaw is mine, and yours. Schwierigkeitsgrad. Ja, wir haben ja den Geschichtsmodus, ne? Wir wollen ja die Geschichte. Gegen wilde Salutoren kämpfen. Um einen wilden Salutor zu besiegen, musst du die Schatten loswerden, die ihn beschützen. Dadurch schwächst du den Salutor, aber je schwächer er ist, desto erbitterter schlägt er zurück. Am Balken siehst du, wann der Wilde in die Schlacht schickt. Okay. Darf ich vorher noch den Kampf beginnen? Ach so. Ja, komm. Aua. So. Hat dich in den Status gepeinigt versetzt. Einen Status. Lies dir die Beschreibung sorgfältig durch, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Am Ende jeder Runde. Oha. Ah, er hat mir den Buff runtergenommen.
Nehmen wir mal den. Ah, verdammt. Jetzt habe ich ihn wieder drauf. Ach so, jetzt habe ich sie noch, ne? Oh oh. Ja. Und weg. Crazy again, you blind fool. A little faith, thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Du hast den Bukawatsch besiegt, den Salutor, aber alleine kannst du ihn nicht zähmen. Rasputin kommt dir zu Hilfe. Gehorcht deinen Befehl nicht, verhindert, dass du dich weiterentwickelst und schwächst. Seine Wut besänftigt, du hast das Unmögliche erreicht. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Alles klar. Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine, I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Dafür sorgen, dass Luca keine vorschnelle Entscheidung trifft. Luca an den Beweis, dass er Vesna liebt, erinnern. Vesna zur Flucht zwingen. Think, Luca. Your feelings for Vesna are still true, I know that. Hear out her reasons before you do anything. Okay. You two better not come back to the village! As if we wanted to. Schicke ein Telegramm am Bahnhof ab. Ja, tschüss. Reisender. Hallo. Excuse me, sir. Do you happen to know when the train arrives?
The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. Things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Ja, gut. So, einmal rein da. Ach, er ist noch da. Guck mal. Hallo. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Do you still want to send something? Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Ach komm, wir erzählen ihm das. I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? Sagen, dass es eine Planänderung gab. Sagen, dass du nach Warschau musst. I have to bury my father in Warsaw. What about you? Thanks to you. I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor. Have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Hast du schon mal... Your question sounded like a threat. Because it is, for all of us. I have the skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. So, ich glaube, das war das Ende des Prologs. Das war nur der Prolog, den wir jetzt gespielt haben.
Es ruckelt gerade ein bisschen. Warszawa! Warschau! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? Deine Gedanken über Warschau teilen, vorlesen, was die Zeitung über Warschau. Ja. I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat and urine. Corruption, poverty, and trust me, no justice but street justice. I'm sure something must have changed since you left. But probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Ihm einen kurzen Überblick über die Nachrichten geben. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade? The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and politics. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Ihm sagen, was du bei den Passagieren auf eurer Reise gespürt hast. Machen wir mal. Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? Ja, machen wir mal. There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside them. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszawa. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something.
Geh zur Beerdigung deines Vaters auf dem Friedhof. Ja, gucken wir mal. Wo müssen wir denn lang? Oh, warte mal. When people unite, empires fall. Wir können ja erstmal gucken, was wir hier noch so finden. Wenn noch irgendwas so zu lesen ist. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Ja. Hier scheint nichts zu sein. Na dann. So. Also lang müssten wir da. Aber lass uns doch einfach mal gucken, was wir hier noch so finden. Der Tageskurier. Der Polizeipräsident der Stadt Warschau teilt hiermit der Bevölkerung mit, dass aufgrund des Besuches ihrer Majestäten die Zahl der Patrouilleneinheiten für diesen Tag verdoppelt wird. Die Polizisten werden insbesondere nach Gruppen von Unruhestiftern Ausschau halten, die sich in letzter Zeit vermehrt in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen versammelten, um dort gegen Dramaturgen zu protestieren und zu fordern, dass seine Majestät Dramaturgen offiziell als Schwindler und eine Gefahr für die Menschheit erklärt. Die Polizei nahm gestern 15 Personen in der Nähe des Rischmarktstraße fest. Die Personen behinderten den Verkehr und forderten lautstark, dass Dramaturgen mit dem Tod bestraft wird. Taumaturgie, so. Die Demonstranten waren alkoholisiert und begannen vor Ort eine Schlägerei mit den anwesenden Polizisten. Oha. Und nur um jetzt zu ertrinken. Ja. Suchanzeige an alle Polizeichefs Warschau. Vorsicht vor Nitschik, dem Anführer der Klappmesserbande, welcher kürzlich in der Nähe der Wisbosa-Straße gesehen wurde. Blond, blauäugig, rundes Gesicht, stattliche Figur, Augenringe, die außerordentliche Wut ausdrücken. Er ist ein Dieb und Mörder, der vor allem in Gott aktiv ist. Wer den Behörden seinen Aufenthaltsort mitteilt oder zu seiner Festnahme beiträgt, erhält eine Belohnung. Flugblatt gegen Trauma. Ich sage immer Trauma, ne? Aber da steht Taumaturgen. Hütet euch vor den Taumaturgen, die im Geheimen agieren und darauf aus sind, die Wirtschaft zum Einsturz zu bringen und damit die Kontrolle über unsere Gesellschaft zu erlangen. Schützen wir unsere Kinder vor diesen Irren, die nur auf den richtigen Moment warten, um den Verstand und die Seele der Unschuldigsten unter uns zu übernehmen. Lasst uns diese Parasiten beseitigen. Die jüngste Forschung zeigt, dass die Gehirne von Taumaturgen durch Gedanken, die wie der Natur sind, vernebelt sind und sie daher nicht wie normale Menschen behandelt werden können. Wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Deswegen wollte er nicht zurück, ja? Bald müssen wir uns mit der Pest rumschlagen. Wochenmagazin des Landes. Wechsel des Warschauer Generalgouverneurs. Heute wurde der oberste Befehl vom 28. August bekannt gegeben. Der Generalgouverneur von Warschau und Befehlshaber des Warschauer Militärbezirks, Generaladjutant Maximowitsch, wird von seinen bisherigen Funktionen entbunden, behält aber den Titel des Generaladjutanten. Abgelöst wird er von seinem Stellvertreter General von Skamon. Shit. So, wir haben einen neuen Punkt. Gibt es hier noch mehr zu lesen? Bevor wir uns hier aus diesem Ort machen. Da ist noch eine Zeitung. Der Warschauer Kurier. Die Majestäten treffen ein. Wenn Sie diese Ausgabe des Kuriers in den Händen halten, wird die historische Stadt Warschau ihre allerwichtigsten Gäste empfangen. Seine Majestät Nikolaus II., der Zar von ganz Russland, der König von Polen und Großherzog von Finnland, sowie ihre königliche Hoheit Zarin Alexandra Fjodorowna werden heute Nachmittag in unsere Stadt eintreffen. Dies wird der erste Besuch des Kaiserpaares in Warschau sein.
Zu diesem lang erwarteten und freudigen Anlass hat sich unsere Stadt feierlich herausgeputzt. Die Straßen wurden mit Blumen und Grünschmuck verziert und das gesamte Gebiet, durch das der kaiserliche Festzug fahren wird, ist mit Menschen gefüllt, die ihren Majestäten im Namen Warschaus und des gesamten Königreichs die Ehre erweisen wollen. Und mit diesem Gelöbnis treuen Gefolgschaft senden die polnischen Herzen ein stummes Signal inniger Wünsche und dauerhaften Zuspruchs an den Thron. Diese ergeben sich aus den Worten seiner Majestät, der in seinem großen Manifest erklärte, dass es sein oberstes Ziel sei, das Glück all seiner treuen Untertanen zu sichern und die Bedürfnisse all seiner treuen Untertanen zu berücksichtigen. Diese gütigen Worte des Herrschers sind zu einer Quelle des Trostes für das Volk des Königreichs Polen geworden, und im Namen dieses Trostes freut sich das polnische Volk unter russischer Herrschaft, seine Majestät heute zu begrüßen, im Vertrauen darauf, dass ihre wesentlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden und dass sie für öffentliche und staatliche Dienste bereit sind. Wir. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Dankeschön. Mai. Ich sehe schon, naja, bin ich heiser. Flugblätter der Revolution. Brüder, die 11 Stunden Arbeitstage bringen uns um. Lasst uns dem Beispiel der Arbeiter in deutschen und englischen Fabriken folgen und für eine Arbeitszeit von 9 Stunden kämpfen. Schließt euch dem Streik an, legt eure Werkzeuge nieder und schließt euch dem Kampf für unsere Zukunft an. Hi. Nicht wundern, ich habe die Töne ausgemacht, weil ich das gerne später noch für YouTube benutzen würde. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ja unser neuer, ne? Unser Bukawatsch. Was haben wir hier? Unterbrechen. Sollen wir den erstmal? Das haben wir ja. Ne, eins zurück. Fortfahren. So, wir haben ja aktuell das Stolz, ne? Deswegen folgt uns ja der andere. Fähigkeiten aufwerten. Da gucken wir doch mal. Kann ich hier schon was machen? Maximalen Schaden zu. Entspannung. Geplante. Okay. Ach, guck mal, das geht ja sogar noch. Ach du lieber Himmel. Stimmt ja. In der Demo konnte man ja damals das nicht weitermachen. Kosten 2. So viel haben wir nicht. So. Gucken wir mal eben. Doch, wir haben 2. Ne, jetzt haben wir noch einen. Ja, hier fehlt uns noch der. Ich würde sagen. Hä? Achso, ich dachte, ich könnte hier 2 reinpacken. Oder auch nicht. Geht das? Ach so.
Ah. Hier müssten eigentlich 2 Aufwertungen rein, ne? Müssen wir doch nochmal gucken. G. Was habe ich denn auf G? Wessner, genau. Hier haben wir nochmal die Info und das Bild zu Wessner. Und hier Warschau. Und der südliche Teil von, was ich nicht aussprechen kann. Es tut mir leid. So. Okay. Gut, wir müssen da raus, aber ich würde gern was hier lesen. Mein Gott. Hier ist echt viel Text, ne? Ich meine, wir könnten uns die Beschreibung im Tagebuch auch noch so vorlesen, aber wir müssen ja nie übertreiben, oder? So, der Tageskurier. Tragödie in der Masalkowska-Straße. Ich gebe mir echt Mühe, die Sachen auszusprechen. Beim Einsturz eines Gebäudes sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter der angehende Warschauer Unternehmer Stanislaw Sulski. Die Ursache des Unglücks ist unklar. Heizoggi, ein Konstruktionsfehler des Gebäudes oder ein vorsätzlicher Anschlag. Bekannt ist nur, dass das Unglück nicht vorhersehbar war. Schock und Fassungslosigkeit. Das Mietshaus wurde von 4 Familien bewohnt. 3 von ihnen trauern nun um ihre Angehörigen. Die Bogusławskis verloren ihre Kinder, Herr und Frau Grodecki kamen ums Leben und Franziszek oh Gott. Der Franz, der Besitzer eines Warenhauses für Kinderwagen und Wäsche, kam bei dem Einsturz ebenfalls zu Tode. Die Polizei untersucht den Fall. Anwohner werden gebeten, in den Straßen der Stadt Vorsicht walten zu lassen. Nazogi, was meinst du, Tragödie in Berlin? So, wen haben wir da? Lesen. Ach, dachte ich, kann mich jetzt mal unterhalten. Speisekarte, was gibt's denn hier? Borsch oder Brühe, Fruchtsuppe. Eintopf mit Flusskrebsen, Gans in Gelee, junger Truthahn. Romanersalat, pfannengebratene Reizker, Gurkensalat. Kompott, Schokoladencreme, Birnen à la Otero, Schale, Edelpflaumen, schwarzer Kaffee, Mokka, Bier, Porter, Kaviar und Häppchen. Ja, ich habe heute noch keine Nachrichten geguckt, deswegen. Ja, politisch lassen wir hier raus. Oh, ich muss da lang. Da muss ich hin. Why such a crowd? A circus has come to town. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Yeah. Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here.
That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me, are you Polish? I was born in Warsaw, but I'm lapsed. My name's Victor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestować. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samoobladanie, Polyaki. We want that rebel. The Loudmouth. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. Ich glaube, sie hat dich für einen Handlanger gehalten. Ach komm, wir binden ihr mal die Schuhe. Wir sind mal nett. I didn't dare suggest it myself. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? Fragen, was... Ja, komm, wir gucken mal, was ihr Vorschlag ist. I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Fragen, wer sie ist. Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely. I'm going to take a look around. Tana bei mir funktioniert, glaube ich, Discord, aber ich habe gerade keine Zeit. Wie du siehst, stelle ich heute ein Spiel vor. Falls du mir was geschickt hast, muss ich mir das später angucken. Die Bitte einer Dame in Not. Reden, reden. Untersuchen. Pistolenkugeln. Die Pistolenkugeln, die aus den Kleidern der Frau fielen, liegen auf dem Boden verstreut. Die kleinen Kugeln sind mit starken Emotionen beladen, mit der Hoffnung, dass sie der Sache dienlich sein würden. Darüber hinaus mit der Angst, die in diesen schwierigen Zeiten selbst in den kühnsten Herzen zu finden ist. Und nicht zuletzt mit Entschlossenheit, der treuen Gefährtin der Tapferkeit, ohne die es unmöglich wäre, sich der Realität zu stellen.
Jede einzelne Kugel wurde mit Sorgfalt und Präzision in den Falten der Unterwäsche versteckt, genau wie beim letzten Mal und beim Mal davor. Der Vorgang ist nichts Neues für die Personen, die das Risiko auf sich nahmen. Warum fragst du, Zogi? Mal reden. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Das ist mein ganzes Leben auf Knien. Hilfe im Kampf anbieten, fragen, ob er hier ein Blutvergießen Do will. you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Der Arbeiterführer ist ein charismatischer Mann, der die Menge mit seinen Worten mitreißt. Er würde sich niemals den Mund verbieten lassen, selbst wenn er dafür ins Gefängnis... Ich würde das gerne, den anderen Text aber auch noch sehen. Da ist was. Polizeisperre. Diese Polizeisperre sollte während der Demonstration helfen, die öffentliche Ordnung zu wahren. Die auf den ersten Blick völlig unscheinbare Polizeisperre trägt die Erinnerung an eine Hand in sich, deren fester Griff Entschlossenheit widerspiegelt. Die Sperre wurde vom Wachmeister der Gendarmerie aufgestellt, der sich nichts sehnlicher wünscht, als in sein trautes Heim zurückzukehren. Alles, was er braucht, ist ein Sündenbock. Machen wir mal hier irgendwie. Hier ist nichts, oder? Wir können mit ihr nochmal reden. Wir können aber auch mit denen reden, glaube ich. Hallo. Pardon me, gentlemen. The crowd has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment. To arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Die wachsame... Achten mit wachsamen Augen darauf, dass die Menge sich ruhig verhält. Sie würden ohne zu zögern all jene festnehmen, die ihre Aufmerksamkeit erregen. Der Polizeikessel beim Revier. Der Wachmeister möchte nur noch so schnell wie möglich nach Hause. Eine Großfahndung bedeutet viel Arbeit, die er lieber vermeiden würde. Mit einem kleinen Anstoß würde er sich damit begnügen, die Aufrührer festzunehmen und den Rest gehen zu lassen. Der Arbeiterführer wäre der passende Sündenbock. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Polyak, or we'll start shooting. Paniatno, scrum. Dawaj. Wander ausliefern, deinen Nachnamen, nicht nur aus der Stufe des, sondern nährt sie noch weiter. Sergeant, I didn't want to do this, but my name is Viktor Shulski. Shulski or Smolski, I don't care. We'll make an example of you for the rest of these bastards. Jetzt wollen sie kämpfen. Na dann. Dich oder einen Salutor auswählen. Du kannst dir deine Fähigkeiten und die deines deinen Angriff zu planen. Du kannst jederzeit einen anderen Salutor beschwören. Ein grüner Rahmen, dass er gegen diesen Feind besonders wirksam ist. Lies die Beschreibung über den Salutor, um herauszufinden, warum. Der ist gut. Effektiver sein. Ja gut, dann nehmen wir den. Fokus und 2 GB. Die wollen Prügel, dann kriegen sie. Und go.
Ist schon peinlich, ne? Oh, okay. Aua. Mach ihn fertig. Feindliche Verstärkung ist unterwegs, okay. Komm. Hau hin. Eigenschaften zu einer bestimmten Dimension, okay. Greife ihn mit einem Salutor an, der zur selben Dimension gehört. Ich glaube, dass wir jetzt wechseln müssen hier. Nee. Nö, ist der richtige. Versuchen wir es mal so. Autsch. So. Ich hab ja auch eine Knarre. Autsch. Ich glaube, ich bin jetzt im Knast, oder? Oh nein! Name? Schulski. Victor. One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. What you pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that, too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Can I use the phone? Ah, wird wohl nichts mit Telefon. Ich glaube, der ist gerade am Pinkeln. Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Genau. Im Pipi liegt ein Flugbad. Ja, wollen wir mal. Brüder. Ach so. Das ist das, was wir schon mal hatten, ne? Ja. Hallo? What are you staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. What did they put such a swell in jail for? Ihn zuerst reden lassen. What about you guys? Sonny, I've still been running the protection racket with Crook at the Ruzhitsky Bazaar. My dad used to work for him. But that was back in the day. Apart from that, I stay straight.
I only hassle the Ruskies when I get a little loaded. And I'm with the shivs. Bullshit. You ain't with the shivs. Don't you go talking crap about the shivs, cause I know 'em. You better give a fuller explanation, cause I lose respect real quick. I'm sensitive about folks like that. Who you from? Ach komm, wir stellen uns mal vor. My name's Viktor Schulski, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a thaumaturge. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck. But you don't look like much of a Warsaw lad. Aussehen kann täuschen. You should not judge a book by its cover. A tough guy, like a real Warsaw lad. I was born here. Now I've come home. Welcome to Warsaw. So, lass mal gucken, was haben wir denn sonst noch hier? Wir können uns hier hinsetzen. I wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? Fragen, wer sie ist. We've got a little time to kill. Maybe now you can tell me more about yourself. You seem to know your way around this setting. You've been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. Diese Leute sind Pfannkuchenliebhaber. What exactly do your friends do? I'd be glad to tell you, over coffee and jam donuts. I'm afraid all these screws might have more questions and want to keep you here longer. Then you won't just miss out on the pastries, but also an adventure worthy of a great cause. Shulski! I see you won't be hanging out here long either. Ein weiteres Treffen. Wanda, die furchtlose Schmugglerin von Pistolenkuh, hat ein Treffen bei Berg Rotblitz vorgeschlagen. Die Frau, die ich im Polizeikessel traf, schmuggelte Pistolenkugeln in den Falten ihrer Unterwäsche. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Und dies offensichtlich nicht zum ersten Mal. Ja gut. Unglücklicherweise riss ihr diesmal das Strumpfband, wodurch die Kugeln zu Boden fielen. Wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch einmal bei Berg Rotblitz. Dann könnten wir gemeinsam einen Pfannkuchen essen. Shulski, this yours? That's right. Then take it and get out of here. Fragen warum? Can I ask why the sudden change of plans? Anyone I should thank? If he wants to, he'll tell you himself. Thank you. Vielleicht Rasputin? Okay, mal kurz. Willst du wieder zu deinen Freunden in die Zelle? Lesen. Viktors Akte. Ich habe meine eigene Akte. Okay. Was haben wir da? Wandas Akte. Ah, die könnte man gleich mal lesen. Mal gucken. Warte mal. I. Echt? Ach so.
Schade, ich wollte gern mal reingucken. Wohl nicht. Wo willst du hin? Du sollst da lesen. Ah, das ist die Suchanzeige, ne? Die haben wir schon. Liste der Gesuchten. Ach du lieber Himmel. Maria Bokova, 54 Jahre alt, wohnhaft in Warschau. Altprager, beschuldigt der Beihilfe zum Diebstahl von niederländischer Pomade im Wert von 2000 Rubel. Gesucht, Beschreibung: klein, schwarzes Haar, kleine hellbraune Augen, 3 Narben am rechten Bein, Warschau. Dann hier, oh Gott. Insasse im Gefängnis in der Silnachstraße, floh am 2. August zum Krankenhaus in der Pokornerstraße, wo er behandelt wurde. Beschreibung: hochgewachsen, schlaksig, kleines rundes Gesicht, dunkles Haar, kleine schwarze Augen, kleine flache Nase, 19. Neudorf, Isaac, 18 Jahre alt, Sohn von Leibus, in der Lukasstraße des Geflügeldiebstahls beschuldigt. Flüchtete in eine unbestimmte Richtung. Die scheinen mehr Leute zu suchen. Ja, ich gehe gleich raus. Da geht's raus. Nee, da geht's nicht raus. Was ist denn das? Da geht's. Na gut. So, haben wir noch mehr zum Lesen, gucken? Bei der Rekrutierung für die Polizei wird empfohlen, die folgenden Kandidaten sofort abzulehnen: Personen, die mit Rebellen und Unruhestiftern in Verbindung stehen, Juden, Dramaturgen. Jegliche Verletzung dieser Anweisung muss außerordentlich gut begründet werden. Okay, Polizist darf ich schon mal nicht werden, ne? Was ist hier? Stanislav Nachruf. Stanislav Sulski, geachteter Bürger, Dramaturg, Philanthrop, Unternehmer, Vater und Ehemann, verstarb plötzlich am 31. August im Alter von 64. Ein Gottesdienst zu seiner Beerdigung findet am 7. September um 11 Uhr in der St. Karl-Borromäus Kirche statt, zu dem seine Tochter alle Verwandten, Freunde und Bekannten einlädt. Okay. Gehe zur Beerdigung. Sieht schon ein bisschen dreckig alles aus hier, ne? Ach, ich soll die Tram nehmen, okay. Zum Friedhof. Und go. Ja, der Ladebildschirm hängt schon mal ein bisschen, also... Oh, ich dachte, es kommt das Video. Huch. Ja, so am Anfang, ne? Aber es kann schon mal sein. Das kann schon mal sein. Habe ich wohl mitgekriegt. Lesen. Notiz mit Werbung. Roch Herrenschneider übernimmt alle Arten von Schneideraufträgen zu möglichst günstigen Preisen, sorgfältig, geschmackvoll und gewissenhaft vom ersten Schnitt bis zur letzten Naht. Gibt alles Erfahrung, ne? Jeden Zettel, den wir lesen. Oh, da hinten gibt es auch noch was. Huch. Ich glaube, das ist zur Beerdigung, ne? Nachruf. Der kürzlich verstorbene Franziske Hillmantel ist am 18. August im Alter von 65 Jahren nach kurzen, aber schmerzhaften Leiden zum Herrn entschwunden, nachdem er die
Sakramente empfangen hatte. Die Familie bittet alle Verwandten und Freunde am 25. August um 11 an der Trauerfeier in der St. Anna-Kirche in Krakowski teilzunehmen. Anschließend wird der Leichnam in der Familiengruft auf dem Friedhof gebracht. Was haben wir da? Kirchenmitteilungen. Samstag 7 Uhr, Votivmesse zu Ehren unserer heiligen Jungfrau vom Rosenkranz zugunsten der Brüder und Schwestern der Rosenkranzbruderschaft. 9 Uhr, heilige Messe, gefolgt von einer Rezitation der lauretanischen Litanei mit einem Gebet für die Bekehrung der Sünder. Ja. So, da ist noch mehr zu lesen. Ich glaube, das ist das Raben, oder? So, meine Lieben, wir haben jetzt das Bild offen. Ich muss mal ganz kurz wohin. Ich bin sofort wieder da. So, wieder da. Und Zogi, ich habe getestet, bei mir scheint es zu gehen. So. Also, Stanislavs Nachruf, also der Vater. Ne? Ah, das haben wir gerade schon gemacht. Oh, wir haben schon wieder einen Punkt. Müssen wir mal gucken, ne? Das haben wir schon gemacht. Den könnten wir noch upgraden. Den haben wir ja noch gar nicht gefunden, ne? Und hier... Nee. Das vielleicht da. So. So. Gucken wir mal. Hier gibt es ja so einige Gräber, wo wir mal gucken können. So, wen haben wir da? Grabmal. Hier liegt Jan Schmilek. Unser lieber Freund. 1891 fand er sein Ende. Was er jetzt ist, liegt tief darin. Was er mal war, du dich nicht... Was er mal war, du dich nicht besinnen. Interessant.
interessante... So. Ruhe in Frieden, Maja, polnische Bühnenkünstlerin. 61 geboren, 90 verstorben. Eine junge Frau. Hier war, glaube ich, nichts, ne? Oder? Guckt man hier auch noch? Nee. Hier ist es, glaube ich, ne? Ja. Dann lass mal gucken. Hi. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Fragen, warum mich das so interessiert. Why are you so interested in my father's cause of death? I'm sorry. I shouldn't have. I'm sorry. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Okay. Ich dachte, ich könnte mit dem noch mal ein bisschen mehr reden. Okay, wer bist du? Hallo? I think I ought to arrest you, Taumaturge. Grundfragen. I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Voronian? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Okay, das war jetzt... Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but... For now, I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Das Thema wechseln und fragen, ob eure Mutter über Vaters Tod Bescheid weiß. Zugeben, dass du im Gefängnis warst. Nicht erwähnen, dass du im Gefängnis warst. Na, wollen sie nicht noch mehr aufregen? This? It's nothing. You should see the nun who did it to me. Victor. I'm perfectly fine. We've got more important things to discuss. It's not worth worrying about. Have you written to Mother? Yes, but... what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late. And we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Ja, verabschiede dich mal, komm. Fine, let's get this over with. Hey, Daphne. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. Die Todesanzeige laut vorlesen. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absorbed, died after suffering all too briefly. That's better. Definitely closer to the truth.
Den Traum erwähnen. Mach After you mal. died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluters. Aufrichtig verabschieden. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Ligia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Gehen, da du dich verabschiedest. Farewell, Father. Am I intruding? Herausfinden, was er will. What do you want? Well, what do people come to funerals for? I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. Wie nichts angeht. Sagen, dass du nicht vorhast, lange hier zu bleiben. Dass du noch keine Entscheidung getroffen hast. Ja. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Kanieczkin. Ivan Kanieczkin. Goodbye. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Das hatten wir schon mal, wo wir aus dem Zug ausgestiegen sind. Na, wie läuft es? Ja, ganz gut. Und selbst? Geborene Hohenlohe. Great-grandmother Josefina, a thaumaturge. Nikodem. Grandpa Nikodem, a thaumaturge. I barely remember him. Familiengruft. Dein Elternhaus im südlichen Teil. Ja gut. Du musst wieder zum Tor. Das ist meine Schwester und mein Onkel. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? Ob du dich einmischen sollst, du willst dir keine Probleme bereiten. We're twins, my dear lady. The Szulskis reunited. You don't look like a horrid cripple. Why did you leave Warsaw so quickly? Don't tell her anything. She'll write whatever she wants anyway. And we'd better get going.
I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually sparing you from him. Would you rather try your luck with a thaumaturge? Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Ja. Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Ach ja, das Testament, ne? Das Testament wird ja noch verlesen. Leider erst Dienstag, ja. So. Gehe zu deinem Elternhaus. Oh. Erstmal dran vorbeilaufen, ja. Und rein da. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Alles klar. So. Oben wollen wir jetzt nicht. Wir wollen... Begib dich in das Arbeitszimmer deines Vaters, um an... Ja, aber wir wollen doch erstmal den... Wo ist er? Büste von Morana. Der ernste Gesichtsausdruck ähnelt dem eines Menschen, doch der kaltherzige Blick offenbart nicht den Hauch einer Emotion. Die Königin des Winters beobachtet dich, dass es einen kalt den Rücken herunterläuft. Es erinnert mich an einen Satz: Wenn du lange in einem Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Ja, den Satz kennen wir auch, ne? Oh, hier geht's, da geht's in den Keller. Hier ist die Küche. Aha, da ist er. Das ist das Likörrezept. Einen Topf mit reifen und ordentlich gepflückten Quitten in einem Glasballon ergeben, der 15 Liter fasst. Dann einen abgekühlten Sirup aus 3 Kilo Zucker und 7 Liter Wasser hinzugeben. Sodann 10 Bernsteine hinzufügen, alles gut umrühren und anschließend 2 Liter besten Alkohols dazu gießen. Dann den Glasballon verschließen und für 10 Tage an einem mäßig warmen, dunklen Ort lagern. Der Inhalt muss mehrmals am Tag umgerührt und der Glasballon geschüttelt werden. Nach 10 bis 12 Tagen, wenn die Klumpen abgesunken sind und die Flüssigkeit klar ist, kann der Likör in Flaschen abgefüllt werden, die fest verkorkt in einen kühlen, dunklen Keller gelagert werden. Warum hasste ihr... Warum hasste ihre Bürste? Was für eine Bürste? Oh, I'm glad you're here.
I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stashio's. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Mhm. Tagebuch aktualisiert. Dann gehen wir doch mal in den Keller. You will be mine, secret. Pinot Noir aus Oregon, eine Flasche Rotwein aus den Vereinigten Staaten. Ein seltener Wein. Hier geht's nicht weiter. Was haben wir hier? Sauvignon de Bordeaux. Eine Flasche Weißwein aus Südfrankreich. Ein teures Getränk, das unter Aristokraten beliebt ist. Der Wein versprüht Aromen von Pfirsich, Apfel und einer gewissen Zuversicht, dass sich zwischen zwei Personen eine romantische Beziehung anbahnt. Es ist ein Getränk der Oberschicht, ein Geschenk von einer Frau an einen Mann. Mhm. Da haben wir ihn, der Quittenlikör mit Bernstein. Eine kleine Flasche Quittenlikör mit Bernstein, ein Getränk für wahre Kenner. Die Flasche verströmt einen lieblichen Quittengeruch und den süßen Duft aufrichtiger Vorfreude auf eine bevorstehende Zusammenkunft. Dieser Likör bringt Menschen zusammen und mildert mit seiner Süße den bitteren Geschmack des Alltags. Er war Bestandteil eines Rituals, das zwei alte Freunde in vollen Zügen genossen. Okay, wer ist das? Seine Mama? Ja, Porträt von Mutter. Ein Porträt von Mutter aus ihrer Jugend. Sie steht stolz da, trägt ein weißes Kleid und hat einen Seidenschal über die entblößten Schultern geworfen. Ihr langes, dunkles Haar fällt ihr über den Rücken und sie blickt den Betrachter mit einem durchdringenden Lächeln an. Nackte Haut und eine frivole Frisur. So hatte ich sie nicht in Erinnerung. Nadja als junges, ungezähmtes Mädchen. Es ist kaum zu glauben. Diese aufwühlende Vision des Malers muss in einer früheren Epoche entstanden sein, einer Zeit, in der die Herzen von heftigen Emotionen ergriffen waren, in der Gedichte zum Klang eines Sturms geschrieben wurden, in der Liebesgeschichten tragisch enden mussten und so weiter und so fort. Vater hat tatsächlich ein solches Gemälde in Auftrag gegeben? Wer weiß. So, gehen wir wieder hoch. Hi. How did it go? Mission accomplished? Eine Flasche Likör übergeben, etwas entgeht dir nach wie vor, so weiter. Ah. I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasha's study after every funeral we went to, and raise a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasha and I used to say. How did he die? Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone?
Schweigend anschauen. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? Na, Shai hat Fragen. At the funeral, there was this sad Jewish fellow, Mordechai Hayat. Do you know him, Uncle? He worked for Stanisław, but that was a long time ago. I don't know him more than that. So, shall we collect our inheritance? Yep. Yes, let's find out what my father hasn't left me. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Szulski's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaclav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Wir hören ihn einfach zu. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter Ligia Szulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Ligia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. Bis zum Ende der Zeremonie warten. Ja, ja. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Szulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Uh-huh. Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Nach dem Tod fragen. A building? It collapsed on top of him?
How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps. In all that confusion? But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Taumaturg just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Herausfinden, wo es passiert ist. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Dass selbst dass man immer bekommt, was man verdient. Ja, komm, wir wollen den Stolz jetzt nicht so, more pleasant end for him, myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined in Jiu-Jitsu, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Erstmal nach Charat fragen. And Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Ivan Konechkin? Father evidently knew a certain Ivan Konechkin. Have you heard anything about him? Konechkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. Sagen, dass du dir die Sachen deines Vaters ansiehst. And where are Father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? Yeah. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Okay. Goodbye, Uncle. And, Ligia.
I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Ah, gerade komisch geguckt, ne? Finde mehr über die letzten Momente deines Vaters heraus. Oh, was ist da? How do you find your old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. Okay. Ah, Musik. Wo will der hin? Hä? Familienporträt, unser Familienporträt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie es aufgenommen wurde. Es war im Jahr 1884. Ligia und ich waren damals 9 Jahre alt. Sie war sichtlich verkrampft und ich weiß noch, wie Mutter sie ermahnte, nicht zu lächeln, nicht zu zappeln und gerade zu stehen. Ligia sollte sich an ihr ein Beispiel nehmen. Mutter war in der Lage, wie eine Statue zu erstarren und stundenlang dazusitzen, beinahe ohne zu atmen. Ich hingegen posierte lässig. Ich war immer unbefangener als meine Schwester. Ich konnte mir mehr erlauben. Hinter uns unser Vater, das Oberhaupt der Familie, eine Hand gönnerhaft auf die Rückenlehne der Chaiselong gestützt, um seinen Besitzanspruch geltend zu machen. Die andere hielt eine Grimoire, das schwarze Grimoire. Hinter Vater ein Schatten, als würde sich eine Gestalt herausbilden und eine weitere Präsenz andeuten. Das ist Baalberet. Die Familie ist vollständig. Okay, das ist jetzt nochmal das Testament. Das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. So, dann gucken wir hier nochmal im Zimmer. Das hier ist, glaube ich, im Bad. Das ist safe. Huch. Zeremonielle Maske. Eine Holzmaske, die einen Salutor namens Chural darstellt. Das dämonische Antlitz ist von Hoffnung umhüllt, die in sie gesetzt wurde und von Genugtuung, die kurz darauf folgte. Vater hatte wohl Pläne für Churalet, die er auch tatsächlich umsetzen konnte. Okay. Koffer. Ein Lederkoffer, der offensichtlich schon viele Reisen hinter sich hat. Am Koffer kleben noch einige Körner Wüstensand von Vaters Reisen nach Afrika. Sobald er den Koffer wieder zu Hause abstellte, begann er bereits seine nächsten Reisen in die unerforschten Winkel der Welt zu planen, immer auf der Suche nach dem, was hinter dem Schleier der Realität verborgen ist. Bücher über uralte Kulturen. Bücher in festen Ledereinbänden mit zahlreichen Lesezeichen. Brief. Das menschliche Herz ist mehr wert als alle Reichtümer der materiellen Welt. Heute Abend, SR. Ein an Vater adressierter Brief, der mit den Initialen SR unterschrieben wurde.
Die Nacht ist sehr knapp gehalten. Die Federstriche wurden jedoch von einem erhöhten Puls begleitet. Wer auch immer diese Zeilen verfasst hat, spürte eine gewisse Zuneigung für den Adressaten. Jeder Tintentropfen war randvoll mit Sorgfalt und Herzenswärme, die das Papier gierig aufgesogen hat. Okay. Öffnen. Wir gehen mal ins Bad. Pseudo Monarchia Dämonum. Ach du lieber Gott. Im Vergleich zu Crowleys Ars Goetia gibt es hier 3 Dämonen weniger. Es gibt keine Beweise dafür, dass alle Dämonen Salutoren sind. Bartym eine falsche Spur. Pucel eine falsche Spur. Anton behauptet, er habe Urubas unterworfen. Reine Prahlerei. Marchosias, er soll wohl die Gestalt eines Wolfs mit den Flügeln eines Greifs und dem Schwanz einer Schlange annehmen. Laut de Plancy nimmt er aber die Gestalt einer wilden Löwin an. Interessante Beobachtung von Crowley, Dämonen sind unerforschte Fragmente unseres Verstands. Vom Aussehen her ähnelt er jedoch einem Ochsen mit Flügeln. Eine Spur zu Sebnok, unbekannt. Okay. So, was haben wir hier noch so Schönes? Verkohlter Brief. Meine Liebe zu dir brennt wie ein Feuer in mir. Ich kann keinen Bissen zu mir nehmen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Ligia, ich flehe dich an. Erlöse mich von meinen Qualen. Bitte nimm mich zu deinem... Das ist hier Lygias Zimmer? Nachricht von Mutter. Mein liebstes Kind, stopp die Nachricht von Stanislavs Tod. Achso, dieses Stopp. Erfüllt mich mit tiefer Trauer. Leider werde ich nicht an der Beerdigung teilnehmen können. Meine Pflichten in Paris hindern mich derzeit daran, nach Warschau zu reisen. In Trauer und Schmerz bin ich bei euch. Mama. Okay. Mein Brief aus Rom. Juli 86. Liebe Schwester, ich schreibe dir, weil ich nicht schlafen kann. Wie ich schon schrieb, habe ich einen geeigneten Kandidaten gefunden, aber ich bemühe mich immer noch, sein Laster zu finden. Ich habe das Gefühl, dass Payman nahe ist und ich habe ihn sogar gesehen, vage, aber ich habe ihn gesehen. Mein Brief endet hier, meine Nerven hindern mich am Weiterschreiben. Victor, PS, ja, ich werde vorsichtig sein. Denk nicht, ich sei so dumm wie Vater. So, polnisches Amtsblatt, Abendausgabe, Nachrufe. Auf dem Friedhof in Montmorency wurde am Sonntag die angesehene Schriftstellerin und Bürgerin Severina Duschinka zur letzten Ruhe gebettet. Eine Handvoll Mitbürger begleiteten den Sarg bei strömendem Regen. Die Trauerfeier fiel sehr bescheiden aus. Gemäß dem Wunsch der Verstorbenen wurden für die Kränze vorgesehene Beträge an die Wohltätigkeitsgesellschaft Claudia Potocka gespendet. Der Anthony ist im Ruhestand verstorben, 91. Barbara wurde nur 45. Und hier ist nochmal der Vater, ne, 63. Warschau Bestattungsunternehmen. Das Unternehmen organisiert Beerdigungen. Ja. Und was haben wir da? Mein Brief aus Paris, November 86. Meine liebe Schwester, ich fühle mich gut genug, um dir etwas zu schreiben. So hat es mir auch der Arzt empfohlen. Ich bin nicht allein in meinem Kummer. Ich teile ein Zimmer mit einem Reford Morton, dessen Nachname mir entfallen ist. Sie haben ihn aus London hergebracht, aus der Klinik von Dr. Seward. Ein sehr interessanter Fall. Er verbringt seine Tage damit, die Motten, Kakerlaken, Marienkäfer und Käfer zu jagen, die manchmal hier auftauchen. Er isst sie. Er sagt, es gebe ihm Kraft, auf die Ankunft des Herrn zu warten. Aber ich glaube nicht, dass er den Heiland meint. Ich kann nach dem Debakel mit Payman noch nicht alle Einzelheiten rekonstruieren. Mein Verstand ist immer noch aufgewühlt. Payman hat mich vor nicht mehr als einer Woche besucht.
Ich weiß, dass es unmöglich ist. Es geschah wahrscheinlich nur in meinem Kopf, aber es war wahr. Er, der König der Hölle, mit seinem Heer von Dämonen, mit den Schatten seiner Büßer, forderte mich auf, mich ihnen anzuschließen. Es war so real. Ich werde hier abbrechen. Es fällt mir schwer, meine Gedanken zu sammeln. War er in Paris in der Psychiatrie? Welches Zimmer ist das hier? Ah! Garderobe! Wir haben leider noch keine Kleidung. Das ist mein Zimmer, okay. Ernstes Foto. Gerade Rücken, ernste Gesichter, hochgereckte Nasen. Zwei Jungen, die es nur allen recht machen wollen. Etwas ist hier schiefgegangen. Zwei Jungen. Fehlt da etwa noch jemand? Büste von Sirin. Scharfe, vogelähnliche Züge verschmelzt zu einer wilden, unheimlichen Schönheit. Sie verführen einen dazu, sich ihr hinzugeben und von ihrem süßen Lied in einen endlosen Schlaf gewiegt zu werden. Trotzdem weckt ihr leichtes, kryptisches Lächeln den unbewussten Urinstinkt zur Flucht vor einem Raubtier. Aber ist eine Seele nicht ein fairer Preis für die Glückseligkeit, die diese bezaubernde Kreatur verspricht? Ach, Sirene. Sirin. Ja, manchmal, ne? Okay. Oh, wir haben auch noch Punkte. Hallo? Hello? I talk here? Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. Incredible. Fragen, warum anrufen? Has something happened? To me? No. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. If you need me, I'm by the cemetery. What number is it? Yes, 7 Powązkowska Street. Number 7 by cemetery. Powązkowska. I'm glad. It's good to hear your voice. It's good to hear you as well. Goodbye. I want to end now. What do I... like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Oh, and now? Hat wohl jemand noch nie ein Telefon benutzt, wa? So, gibt's hier noch? Da waren wir doch gerade schon, oder? Hä? Haben wir irgendwas? Ah, hier. Sammlung okkulter Bücher. Die Bücher tragen Titel wie Pseudo, Monarchia, Dämonum, Lemegeton oder Picatrix. Hören sich an wie Pokémons. Die Grimoire der alten Okkultisten sind durchtränkt von der Wissbegierde meines Vaters. Die abgegriffenen Seiten wurden oft gelesen. Ihre Ränder sind voller Notizen. Vaters Herz schlug vor Aufregung schneller, während er in die Geheimnisse der Dämonologie eintauchte und so seinen Horizont erweiterte. Okay. Gibt's hier auch noch irgendwas? Nee, ne? Hier hat er geschlafen.
Wir gucken nochmal, ja? Nicht, dass wir das übersehen haben. Nee. Hier haben wir das Buch gefunden, ne? Aber der zeigt uns immer noch den Weg hier rein. Habe ich hier irgendwas noch übersehen? Aber ich meine, wir haben doch hier alles. Wir haben doch hier alles. Müssen wir bestimmt zur Schwester runter, oder? Da ist nichts. Oder in sein Zimmer nochmal? Vielleicht ist in meinem Zimmer noch irgendwas. Hallo? Mach die Tür auf. Nee. Wir gehen mal runter. Was haben wir hier? Porträt von Vater. Das Porträt zeigt Vater in seinen letzten Lebensjahren. Der ernste Gesichtsausdruck, die stolze Haltung und das Grimoire in seiner Hand kombiniert mit dem dunklen Hintergrund und dem Fehlen von Verzierungen. All das spiegelt die Strenge und den Pragmatismus wider, die ihn immer auszeichneten. Der gute alte Stanislav. Allerdings ist um seine Silhouette herum ein schwacher roter Schimmer zu erkennen. Offenbar sind Künstler besonders empfindlich dafür, Dinge zu sehen, die dem menschlichen Auge normalerweise entgehen. Dies hier sollte für das Erfassen der dramaturgischen Aura doppelt entlohnt werden. So, gucken wir mal hier. Haben wir hier noch was? Nee. Was haben wir hier? Lesen. Der Warschauer Kurier, die Abendausgabe. Hier sind die aktuellen Neuigkeiten zu den Aufständen, die die heutige Rede seiner Majestät gestört haben. Nur Sekunden nachdem unser gnädiger Kaiser Skalon zum neuen Generalgouverneur von Warschau ernannte, rief eine Gruppe Unruhestifter abscheuliche Parolen. Trotz verstärkter Sicherheitsmaßnahmen kam es jedoch zu einem Handgemenge, das von der Polizei jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Einige Personen wurden verletzt, darunter 2 Polizisten, die helfen wollten. Es wurden 30 Personen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Schlägerei angeklagt und in Gewahrsam genommen. Oh. Kennst du das Geheimnis der Zeitreisen? Man braucht nur einen Schluck Kakao. Plötzlich sitzt Ligia am Kamin und liest, ich spiele mit Bausteinen und meine Eltern streiten sich im Rauchsalon. Es ist ein warmer Tag und dann bricht die Hölle auf Erden aus. Okay. Weird. Hier ist auch nichts mehr. Da geht's raus. Da ist die Schwester. Ach komm, wir reden jetzt mit der Schwester mal. Have you found anything yet about the grimoire? Is there any way I can help? Sie nach dem Unternehmen fragen. What's next for you? You're in charge here now. Have you got some kind of grand scheme? A grand scheme? Well, for now, I'm just trying to keep my head above water. Certain customers are unconvinced that a woman can handle running a business. What's worse, a woman without powers. You know what I mean. A thaumaturge at my side would shut them all up. After all, it's your heritage too.
Ja. I don't know anything about running a company, but if I can help in any way, you can count on me. Thank you. That means a lot to me. I trust the smoke doesn't bother you. Nö. The trousers are an original style. Until now, I'd only seen women in trousers in the East. First of all, they're practical. It's the 20th century. It's high time we started dressing comfortably. Zugeben, dass sie mutig ist. You've always been brave, never afraid of anything or anybody. Like when Mother almost had a fit because you dunked my best tie in hot cocoa. I didn't care that she was angry. I wanted to get you back for not wanting to play with me. Because you were being too annoying. You meant to say brave. By the way, Grażyna still makes cocoa every evening. You can conjure up the flavor of childhood if you want. Is there anything else you want to talk about? Ja. Nach der Spur der Frau fragen. In Father's study, I found a trace of a woman that I couldn't identify. Probably Svetlana Rumyantseva. Who is she? And what does Father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat who travels with the Romanovs' court. I can only tell you she was a customer of Father's. A customer? If you don't want to say, then don't. Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. She might know something that will help me find the grimoire. Not so fast. To get in, you're going to need me and my connections. Svetlana is famous for her soirees where she hosts the crème de la crème of Warsaw. Was ist ein Soiree? What's a soiree? How long did you say you lived with Mother in Paris? Just a party, if you like. Do you know what that is? Very funny. We could go together. How about you track down some evening clothes and I'll sort out the invitation. And I won't take no for an answer. Sadly, you never give me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzhna Street that's fairly decent and quick. We also have barbers in Warsaw in case you want to do something about whatever you have growing on your head and face. Ja, dann lass uns doch mal... begib dich zum Schneider und hol deine Abendkleidung ab. Ja, machen wir das doch mal. Wir gehen uns mal einkleiden, komm. Jetzt habe ich eine Jacke an. Alles klar, wo muss ich lang? Was ist das hier? Okay. Gibt halt alles EP, ne? Sollte man schon benutzen. Hoch. Ja. Der Schneider. Hallo? Begib dich zum Schneider. Ja, ich hab im Kleiderschrank nichts. Sie müssen mir was zum Anziehen machen. Excuse me? Damn it. I forgot to turn the key. Sorry, what? You tell me. What is it? Dass du Abendgarderobe brauchst. I need some evening wear, quick. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Szulski, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. And Mr. Szulski, if you'll allow me a moment of candor, as it often seems no one dares to address you with it. Sorry, what? Go and find yourself a barber in Pavonsky. You look like a troglodyte. Now, I'd like to go to my business.
I won't bother you. All right. Untersuchen die skizzenhafte Entwürfe. Die Entwürfe strahlen eine überwältigende Wut aus. Verzweifelte Hände versuchen erfolglos, etwas Wahrhaftiges, Interessantes, nie Dagewesenes zu erschaffen. Stattdessen erschaffen sie nur Chaos und Ungeduld. Schneiderpuppe. Hier werden die Visionen des Schneiders verwirklicht. Einzelne Fäden der Konzentration hängen noch am Mannequin, die nach Kundenbesuchen ausgefranst und schlaff herabhängen. Sämtliche Ideen, die nicht gut genug sind, werden aussortiert. Änderungen, Änderungen und nichts als Änderungen. Ja, ich gehe ja schon. Da vorne muss noch irgendwo was sein. Hier. Ich sehe hier noch Partikel fliegen. Kaffeetassen. Im Bodensatz ist noch deutlich der Stress des Schneiders zu spüren, der ihn dazu bringt, unaufhörlich Kaffee zu trinken. Mit dem Kaffee bekämpft er die Müdigkeit, denn Schlafen ist vergeudete Zeit, in der er weitere Änderungen an den Kleidern vornehmen könnte. Und was haben wir hier? Drohende Nachricht. Die Nachricht stammt von einem ungeduldigen Kunden des Schneiders, der ihn auffordert, seinen Auftrag endlich fertigzustellen. Andernfalls würde er den Vorschuss zurückfordern und den Ruf des Schneiders ruinieren. Die Probleme des Schneiders. Der Schneider hat eine ruhige Hand, wenn es um die Näharbeiten geht, aber in seinem Kopf herrscht eine gehende Leere. Er braucht dringend Inspiration, denn Frustration und Ungeduld haben noch nie gute Ideen hervorgebracht. Wenn es so weitergeht, wird er den Auftrag nie abschließen können und nie schöpferische Erfüllung finden. Okay. So, dann gehen wir mal zum Friseur, wa? Mal gucken. Ah, hier. Der Friedhof. Schneider. Ach, da ist der Barbier auch. Na, gucken wir mal. Mal ganz kurz gucken. Entschuldigt. So. All die Bettler. Da ist er. So. Dann gucken wir mal. Come in. Dass du deine Haare geschnitten haben möchtest. Please set my hair to rights. Yes, sir. So, wie wollen wir denn jetzt aussehen? Das ist Strubbel. Nach unten sind die Bärte. Und oben sind die Frisuren. Kann man den Kopf nicht drehen? Totengräbertraum. Sollen wir mal so machen? Ja, guck mal. I'm sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? Ist es okay? I
can't help noticing that you're the most tight-lipped barber I've been to. And even you admit that you rarely talk to clients. Why is that? When I prepared them for their final journey, it's hard to ask for their opinion. So you style the deceased too? Mostly. They still need to look good. After all, you only get a funeral once in your lifetime. So, what do you think? Do you like it? Yeah. Yes, you're talented. Years of practice. My clients are always satisfied. Ja. Gut. Dann kann ich ja jetzt erstmal wieder zurück. Jetzt haben wir unsere Haare geschnitten. Tanzlehrbuch. Aha. Ein vor kurzem erschienenes Buch. Auf der ersten Seite befindet sich die Unterschrift und Adresse des Besitzers. Ja dann. Aha. Ah, das sind Originalbilder, ne? Glaube ich. Das sind, glaube ich, Originalbilder. Ach so, ich soll jetzt die Tram benutzen. Wir müssen erstmal wieder zurück, glaube ich. So. Wir müssen uns eigentlich noch umziehen, ne? So. Aha, meine Klamotten sind da. Well, I don't know. I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Anziehen und gehen. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Thank you. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Ei, ei, ei. Welcome to the Imperial Hotel. How may I help you?
Shulska, here on the invitation of Svetlana Rumyantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? Auf Deutsch, benimm dich. Who are you, my golden slithering friend? Victor? Victor? Victor! Can you hear me? Yes. Of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Viper's Den, brother. Ja. Everything's all right. I just got a little lost in thought. I'll be good, I promise. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. Huh. See you there. Das Schlangennest. Als ich das Hotel Imperial betrat, warnte Ligia mich vor diesem Ort. Es ist ein wahres Schlangennest voller unbarmherziger, skrupelloser Menschen. Wer sich hier nicht an die Regeln hält, wird schnell vom Raubtier zur Beute. Okay. Ah, guck mal, hier gibt es sehr viel Zeug. Eine Prozession schlanker Beine, bunter Federn und melodische Stimmen. Dazu ziehen diese Schönheiten ihre Liebhaber das Geld unabsichtlich aus der Tasche. Ach, die Vögel. Sophia, hallo? Well, well, someone new. Good evening. Good evening, Viktor Shulski. Irina Orlova of those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Shulski. The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? Die Tochter des Generalgouverneurs ist die diesjährige Debütantin des Warschauer Gesellschaft, die viele Augen auf sich zieht. Die junge Salonlöwin genießt die Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wird. Die fragen, ob sie Spaß How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. I need to slip away for a moment. Oh no, what a shame. Goldener Käfig. In dem goldenen Käfig sitzt ein exotischer Vogel, der mich mit seinen schwarzen Knopfaugen beobachtet. Hier gibt es bestimmt da noch mehr. Ah, hier. Werbeplakat für eine Seance. Ein Werbeplakat für die mysteriöse Madame Samira. Die Oberfläche des Plakats spiegelt die positiven Gefühle der Passanten wider, die es sich durchgelesen haben. Darunter die Neugier in Bezug auf das mysteriöse Medium und Aufregung, die sich durch einen erhöhten Puls verrät. Anscheinend sind die Seancen der Madame sehr beliebt. War das alles? Anscheinend. Wer bist du?
Sergei. What did we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Scowan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Old Scowan and I are practically on first-name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Ligia Shulska, she just passed this way. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Scowan, according to what I've heard. Well, what do you think? Sergei will seine Gefährten beeindrucken. Er hofft, sie davon zu überzeugen, dass er ein würdiger Kandidat für die Hand der Tochter von Generalgouverneur Skalon ist. Sergei hat Pläne in Bezug auf Sophia, die er jedoch noch nicht verwirklicht hat. My name is Viktor Shulski. Well, there we have it. Dass dir nicht gefällt, was sie sagen. And I don't like what I just heard, especially about my sister. And, what are you going to do about it? Sie in Ruhe lassen. Pardon me, gentlemen. I promised that I would be well behaved tonight. Lunatic. Können wir jetzt mit ihr reden? Isn't that our Mr. Shulski? I need to slip away for a moment. Oh no, what a shame. Wir haben noch nicht alles, was wir brauchen. Finde die Person mit dem Laster. Das ist unten, oder? Wahrscheinlich. Ja. Mr. Ach, er ist auch da. I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? Sagen, ja. The cream of Warsaw society is here, so I thought it would be worth showing my face. Genau. With a name like yours, I'm sure you fit right in. After all, someone must have invited you. I'm not worthy. My sister brought me along out of pity, I think. And so, Miss Ligia is here too. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Shulska. Best of luck. You'll need it, since Ligia ended up with the entire inheritance. Fragen, woher er das weiß. How do you know all these things? People talk, I listen. That's all. Was macht er hier? And what are you doing here, Mr. Konieczkin? I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. Mm-hmm. Do you know these circles well?
They're not hard to figure out. A gang of none-too-bright layabouts, chasing amusement after amusement after amusement. Do you feel part of that gang? I'm not one of them. And neither are you. Nor was your father. If I may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Und wer ist er? Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Shulsky. Yes, I'm sure. Der ist mir nicht so ganz koscher, der Typ. So. Das ist... Hi. And the general says to him, "Tell us something funny." Then Bautsky replies, "General, why don't you shoot a cannon first?" That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orloffs. Who might this be joining our conversation? You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Shulsky. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. See you there. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Ja. I admit I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. And believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steppes. You've met Anastasia and Marina. What about the others? How is it, being part of the Tsar's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. I've already met several distinguished guests. Ivan Konieczkin, for instance. Apparently, he knew my father. How remarkable. I wasn't aware. Konieczkin is something of a secretive person. And have you yet had occasion to meet the debutants of this season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sofia Skowan herself is to grace us with her presence. Well, well. I suggest you move quickly. The competition is fierce. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you. Both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Svetlana Petrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Shulsky, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. I wonder,
Is that truly everything our soiree can offer you? I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Was? Dezente Andeutungen. Svetlana weigert sich, offen mit mir zu reden. Vielleicht ist sie nervös, weil wir von Augen und Ohren umgeben sind, die nach Klatsch und Tratsch letzen. Trotzdem spüre ich genau, dass sie mir etwas mitteilen will. Ich sollte mich in ihrer Umgebung genau umschauen. Vielleicht finde ich so mehr heraus. So. I felt something. Where is it? Kachelofen. Auf dem Gusseisen sind Ruß und Reste eines verbrannten Briefs zu sehen. Ihre sonst so ruhigen Hände zitterten fürchterlich, während sie die Zeilen liest. Er beobachtet sie. Das wusste sie bereits, aber wie kann er es wagen, ihr zu drohen? Aufgeregt warf sie den Brief in den Ofen. So dumm, dass sie die Person, die sie beobachtet, nicht so einfach loswerden konnte. Die Überreste enthalten die Besorgnis des Autors über Svetlanas Zustand, die dieser in einer scheinbar wohlwollenden Ton äußert. Die Nachricht endet mit einer verschleierten Drohung, die darauf hindeutet, dass der Autor bald in Aktion zu treten gedenkt. Oh, hier liegt auch noch was. Perlenkette. Damit könnte man wahrscheinlich eine Kleinstadt kaufen. Die Zuneigung und Dankbarkeit einer Frau werden durch die Schamgefühle einer anderen überdeckt. Obwohl die Kette ein gut gemeintes Geschenk der Zarin ist, fühlt sich Svetlana jedes Mal schuldig, wenn sie sie sieht. Okay. Nee, hier nicht. Aber wir sehen... Ah, da. Reisetruhe. Sie ist sehr alt, sieht aber wie neu aus. Wahrscheinlich ist sie sehr schwer. Die Truhe steht immer bereit. Svetlana hat ihre persönlichen Gegenstände mehrfach in die Truhe gepackt und wieder herausgeholt. Ihre wachsende Nervosität und Unsicherheit sind deutlich zu spüren. Soll sie gehen oder ist es besser zu bleiben? Am Ende beschließt sie, wie immer, weiter zu warten und schließt die leere Truhe mit einer rastlosen Hand. Okay. Seidenkissen. Die Seide fühlt sich kühl und herrlich weich an. In dem Stoff ist eine Erinnerung an unbeschwerte Stunden, Leidenschaft und Geborgenheit verwoben, die von zwei Menschen lange herbeigesehnt wurden. Zwei Menschen haben hier beieinander Trost gefunden. Zwei Menschen, Svetlana und mein Vater. Die Seide erinnert sich an die zaghaften Pläne, an die wiederkehrenden Zweifel, an das friedliche Gefühl, dass alles so ist, wie es sein sollte, und an andere chaotische Gedanken, die vom Rausch der Leidenschaft rühren und deren Details ich lieber nicht wissen möchte. Geschmolzene Kerze. Das Wachs ist heruntergetropft und erstarrt. In dem Wachs ist eine Mischung aus aufrichtigen Kummer und Angst erstarrt. Diese Gefühle wurden jedoch schnell mit geübter Kontenance überspielt. Diese Kerze stellt den besten Abschiedsgruß an einen Verstorbenen dar, den Svetlana sich leisten konnte. Okay. Svetlanas Ängste. Kein Wunder, dass Svetlana so schmallippig war. Sie hat Angst, dass sie jemand auf Schritt und Tritt beobachtet, der viel über sie weiß und vielleicht sogar ihre unterdrückten Fluchtgedanken kennt. Dazu kommt, dass sie eine Affäre mit meinem Vater hatte. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, mich ins Vertrauen zu ziehen. Dann könnte ich sie endlich nach dem schwarzen Grimoire fragen. Ah. Da ist sie. Hi. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Shulsky? I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries?
Call me Svetlana. Victor. Ask. Die Reise von der angesenkten Notiz erzählen. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da. The Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. Zuerst nach Ochrana fragen. The Ochrana? It stands for Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. In other words, the secret police. I know what they are. I'd like to know what they want. Knowledge. The Tsar's eyes and ears must be on guard. They infiltrate not only the city, but most importantly, the court. And me and my soirees too, I'm sure. When did you receive this note? A few weeks ago, back before your father. I see. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. Okay. What do you mean by looking in the same direction? That large travel chest. You changed your mind. About whether or not to pack. Right then, I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that? Your feelings of guilt. Do they have something to do with the Romanov court? With the whole empire. Ruski mir im podawaj. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live, Victor. Ideally, closer to the west. Tsarina Alexandra gave you those pearls. You two are close. I am her confidant. I could call her my friend. I see how much she devotes to her family and the nation. Yet, something has changed. Okay. Where was my father in all this? Willingly or otherwise, he was part of the establishment that wanted change and could see revolution before it arrived. The Ochrana knew about you, hence the note. They must have noticed something. Isn't it time you told me why you really came to my soirée? Ja, gleich. Erstmal wollen wir das. Do you think the Ochrana killed my father? Your father was crushed by a building. I don't think that's how the Ochrana works. Perhaps you're right. Und was machen Sie jetzt? What do you intend to do now? Nothing. The soirees will continue. Society has come to expect it. Everything will stay the same. I myself shall manage. Okay, kommen wir auf den Punkt. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? Not yet. However, how hard it is, you should check there. It will give you more understanding than all the investigators put together. My dear boy, I know nothing about Stanislav's book. I'm sorry, but I can't help you there. But I will not let you leave empty-handed.
I strongly believe that there's one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Thank you. No, thank you for listening. Jetzt hatte die schon wieder so einen Gesprächsfaden, ne? So, jetzt müssen wir wieder raus. Ach komm, wir trinken mal einen Cognac. Und dann hätte ich gleich verstohlen hinter Fächern verborgen. Kriegen bestimmt einen Erfolg dafür, wenn man die ganzen Bilder aufdeckt. So. Huch. Wir sehen schon wieder die Schlange. I know you. I remember you from books. What's your name? Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the table. Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Im Schutz der Dunkelheit. Madame Samira hat darum gebeten, dass die Fenster verdunkelt und die Lichter gedimmt werden. Für die Seance ist eine bestimmte Atmosphäre erforderlich, weshalb das Apartment abgedunkelt werden muss, bis sie vorüber ist. Dann lass mal gucken. Hier gibt es auch hier jede Menge Champagnergläser, leere Champagnergläser. Okay. Was gibt's hier noch? Seance-Tisch. Der Tisch ist mit rotem Stoff bedeckt, auf dem Sternbilder zu sehen sind. Der Stoff der Tischdecke ist in Misstrauen und Nervosität getränkt. Die Emotionen sind frisch und deutlich zu erkennen. Sie sind gerade erst von Samiras Fingerspitzen in die Decke geflossen, als sie ihre Hände auf die Decke legte, um sich selbst davon abzuhalten, vor Nervosität an ihren Nägeln zu kauen. Hatte ich diese Wirkung auf sie? Mal gucken. Kerzen in einer Reihe. Eine Reihe brennender Kerzen. Wahrscheinlich sollen sie den Ort eine geheimnisvolle Aura verleihen. Mysteriöses Buch. Ein Buch mit einem Ledereinband, das Madame Samira gehört. Eilig gekritzelte Worte, nervöses Blättern, unleserliche Notizen und noch etwas anderes. Eine Handlung der Hand, die ich nicht definieren kann. Etwas verbirgt sich vor mir, als ob das Buch nicht gelesen werden möchte. Merkwürdig. Kristallspiegeln, Spieglein an der Wand. Freude gleitet über die Oberfläche des Spiegels. Ihr Herz schlägt Purzelbäume, wenn sie die volle Aufmerksamkeit hat und ihr Name in aller Munde ist. 4. Ein paar Unglückselige haben für sie Kopf und Kragen riskiert und buchstäblich alles verloren. Und wenn schon, das macht die Geschichte nur noch besser. Sollen wir mit ihr mal reden? Good evening. The energy can't be disrupted. I saw one of your posters. You look different in it. Really? The illustration doesn't reflect reality. How should I take that? No one warned me that I should get in costume for the party. I beg your pardon. I'm just noting that you stand out among these boring guests. Impudent.
Just a bit uncouth, I'd say. Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoot. Maybe my dead father's. If you manage that, it would spare me a lot of trouble. Now we'll never know. Do you know the hostess well? Will you leave me alone if I say I don't? No. Svetlana Petrovna invited me, and I am doing my best to meet her expectations. Let's keep out of one another's way. Okay. I'll stop disrupting the energy here until I return. Hier glitzert es auch schon wieder. Aschenbecher voller Zigarettenstummel. Auf den Zigarettenstummeln ist Lippenstift zu sehen. Wenn ihre Väter sehen könnten, was sie hier tun. Sophia entfaltet sich erst richtig, wenn sie außerhalb der Sichtweite ihres Vaters ist. Es ist eine wahre Freude, sie bei ihrem Spiel zu beobachten. Aha. Öffnen. Untersuchen. Briefe. Vaters Briefe an Svetlana waren sehr liebevoll und romantisch. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Wären diese Briefe in die falschen Hände geraten, hätte sie den beiden Liebenden beträchtlich schaden können. Okay. Warte mal, ich sehe hier. Da. Stuhl. Die hölzernen Armlängen wirken ramponiert. Ein frustrierender Gedanke ging Sergei durch den Kopf, als er auf einem Stuhl saß und Sophia aus der Ferne beobachtete. Warum ignoriert Sophia ihn plötzlich? Er würde alles für sie tun, ihr jeden Wunsch erfüllen. Das Problem ist, dass Sophia überhaupt nicht mehr mit ihm spricht. Sie nimmt keinerlei Notiz mehr von ihm. Hier geht's, glaube ich, wieder raus. Aber da wollen wir ja nicht hin. Möchte ich nochmal... Ah, da ist Musik. Das war die Schwester. Here you are. Gentlemen, meet my brother. Viktor Shulsky. The last Shulsky to wear trousers. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Versichern, dass Ligia weiß, was sie tut. Gentlemen, my sister knows what she's doing. Across the world, women rule over entire societies, like Great Britain. Do you remember Queen Victoria? I suppose it's true what they say about you. Yes? What's that? You've lost your mind. Thank you. I've worked long and hard at that. Good luck with your business, miss. I almost feel sorry for them. Have I crossed the line? Nonsense. You know, thank you for believing in me, especially in front of other people. It means a lot. Any progress with Svetlana? You enjoying yourself in this viper's den? Oh, the vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you're talking about. Guess who I ran into again? All mysterious and carved up. Ivan Konieczkin? What do you know about him?
Not much. He was an acquaintance of Papa's. Well, in theory, it's thanks to him that we're here. What? Ligia? I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. Sofia Skawan, the Governor General's daughter. Do you know her? No, and I don't suggest you make her acquaintance either. Skawan can't stand thaumaturges. General kann Dramaturgen nicht ausstehen. Er überrascht mich nicht. Es gibt so viele Leute, die in uns eine ominöse Bedrohung sehen. Unfortunately, Svetlana doesn't want to breathe a word of it. I'm sure she doesn't trust you. In company like this, that speaks well of her. Why the cold shoulder, Ligia? I've never liked her. Her manner gets under my skin. I've heard she's a dreadful schemer. Merkwürdig, ich bin es nicht gewohnt, Gerüchte aus Ligias Mund zu hören. Sie ist gewöhnlich die Erste, die Klatschmäuler verurteilt. Der Einfluss der Salutoren auf diesen Ort muss wohl so stark sein, dass sie sich dazu hinreißen ließ, diese Dinge über Svetlana zu sagen. Did you know that Papa had an affair with the host of this party? Are you sure? Yeah. Absolutely. As sure as the thaumaturge can be. I felt what he felt when, well, you know. Oh, stop! That's disgusting. Quickly, change the subject. Ja, gehen. I'm going. Finde die Person. Ist hier noch irgendwo was? Oh, Sophia will wieder reden. Mr. Shulsky, may I have a word? How can I help? My friends and I are just playing Truth Order, and now it's my turn. Won't you dazzle me with your powers? First, please tell me the rules of this game. Of course, I'm being silly. After all, you've been away a long time. It's simple. Each player in turn must admit a truth or accept a dare. Anyone who doesn't must drop out of the game and thereby loses. And I don't like to lose. Your father would not be thrilled about you playing games with the thaumaturge. Maybe that's precisely the point. To keep violating his wishes? I would guess that to you, a dare would be the lesser of two evils. How very perceptive. It involves finding out my comrades' secrets. Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. Darauf hinweisen, dass das irreführend ist. Your companions don't have anything against a little ruse like this? It's not deception, it's resourcefulness. In theory, there's no rule against asking for help. Please don't make me beg, Mr. Shulsky. Let me see what I can find. Will any secret do? Any. I'll wait anxiously for your return. I'll take a look around. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir über die Jungs rauskriegen können. Leeres Glas, zahlreiche leere Gläser, irgendjemand hier hat einen großen Durst. Schluck um Schluck, Glas um Glas, mit einem alkoholischen Getränk in der Hand, lässt Maxim seinen Blick wandern, wobei er vor allem ein Auge für die Frauen hat. Er wünscht sich sehnsüchtig etwas Gesellschaft. Irina sieht für ihn heute zauberhaft aus. Die Geheimnisse des Einzelgängers. Maxim ist einsam, so wie wir alle es von Zeit zu Zeit sind.
Er versucht seine Gefühle mit Alkohol zu betäuben, aber dieser hat den umgekehrten Effekt. Irina, die Freundin von Sophia Scarlon, hat seine Aufmerksamkeit geweckt. Okay. Dekorative Vase. Die Vase reflektiert die heftigen Gefühle, die in Serge brodeln. Es ist eine Mischung aus Eifersucht und Angst. Die Eifersucht gilt mir. Er sieht in mir einen Rivalen. Die Angst gilt dem Gedanken, dass Sophia ihn ignorieren könnte, solange ich in der Nähe bin. Die Geheimnisse des Verehrers. Sergei kann einfach nicht aufhören, an Sophia zu denken. Er ist schwer in sie verliebt und würde alles für sie tun. Und er versteht einfach nicht, warum Sophia seine Gefühle nicht erwidert. Was ihn frustriert. Er sieht in mir einen Rivalen im Kampf um ihr Herz. Aha. Und hier? Dekoratives Sofa. Ein äußerst elegantes dekoratives Sofa. Sie saß auf dem Sofa und beobachtete die Menschenmenge. Normalerweise ist sie kokett und verspielt, aber in diesem Augenblick fühlt sie nur eine überwältigende Leere. Ein für sie bisher völlig unbekanntes Gefühl. Sie fühlt sich einsam, sie wünscht sich Zugehörigkeit. Das Ganze dauert nur einen kurzen Augenblick. Danach grinst sie wieder und fährt mit ihrer altbekannten Scharade fort. Hier sind noch irgendwo welche. Da. Ausgerissene Blätter. Irgendjemand hat Gedanken verloren, Palmenblätter ausgerissen, um die Nerven zu beruhigen. Irina wickelt die Blätter Gedanken verloren immer wieder um ihre Finger oder riss sie diskret aus. Sophias Scharade und Maxim. Sie könnte sich direkt an ihn wenden, aber nein, sie kann es nicht. Schlussendlich gelingt es ihr nicht, den ersten Schritt zu wagen. Die Geheimnisse einer Freundin. Unschlüssigkeit verhindert, dass Irina eine Entscheidung trifft. Sie fühlt sich hin und her gerissen. Sie möchte sich gern etwas gönnen und Zeit mit Maxim verbringen, aber wagt es nicht, die Initiative zu ergreifen. Deshalb steckt sie fest und geht in ihrem Kopf sämtliche Szenarien durch. Okay. Ach, wir sind schon so weit. They are getting impatient. What have you found out? Okay. Maxims Geheimnisverrat. Maxim only has one thing on his mind. Miss Irina. Oh, I knew it! Might Irina return his interest? Miss Irina would like to get to know Maxim better, but she keeps hesitating. What? She never told me. Some friend she is. Oh, I was wondering where you'd gone off to. You know Sergei, don't you? We're already acquainted. Mr. Shulsky and I have completed my extra difficult dare together. At your service. Now time for truth. Are you seeing anyone? Sagen das, eine vielsagende Frage. Sophia treibt irgendwelche Spielchen mit mir. Sie fragt mich immer wieder dreist über private Angelegenheiten aus. Eine Frechheit, aus der sie ihre Stärke zieht. Ich frage mich nur, ob sie mit Viktor, es geht der Person oder Viktor Schutzgeld habe. Maybe we should not reveal all our secrets to one another right away. Mr. Shulsky, our time is up. Sophia and I must leave for the seance. Madame is waiting. Thank you once more. See you. Aha. Therefore, the Salita chased Sofia Scowen and her floor here. She seemed like such an innocent girl, didn't she? It's no coincidence she focused on me. After all, old Scowen hates thaumaturgus. The little scum. If I want to discern that little schemer's flaw, I'll have to join that sepulchral table. Either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify her flaw. I hope her father doesn't find out. Na gut. Das Laster von Sophia.
Nach einer Runde Wahrheit oder Pflicht flackerte etwas um Sophia herum auf. Ein Laster, das von Intrigen hervorgerufen wurde. Das ergibt Sinn. Schließlich genießt Sophia es sichtlich, Teil der gehobenen Gesellschaft zu sein und Spielchen zu spielen. So, benutzen. Ich benutze den Stuhl einfach mal. Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with these souls. So now please focus on them. Yes, please begin. You, sir, have closed our circle. Let us lay our hands on the table. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Wie denn das, Anime? Leave her alone. Sergei, this has nothing to do with you. Dear guests, I implore you, the souls! Dir fehlt die Demonstration oder ein Saboteur. Das geht nicht. Is that jealousy I hear? Stand here, right now! I accept the challenge right now. Focus on someone you want to make contact with. Ich kann nur Does it Duell. make you happy, miss? Between this poor man and me? Are you all going to fight now? Choose a location. A duel over me would be truly beyond exciting. Yes, I think so too. Don't you dare! You weren't supposed to be here. Ah, a thaumaturge. Now everything makes sense. I was supposed to leave here with Velis. All that work for nothing. Sie anhören. Tell me, what don't I understand? Do you know who she is? Who her father is? You're right. Sophia Skawan was meant to have her flaw removed, discreetly. But I suppose it's too late for that, isn't it? Herausfinden, ob sie dafür angeheuert wurde. Someone hired you to remove the flaw from Sophia. Who? Take a guess. Anyway, it doesn't matter now. Hier. All right, take Veles. He's yours. Keep him. It's not him I was after, fool. What's done can't be undone. Sophia Skawan is now the center of the scandal. I hope we don't all come to regret it. Nächster Kampf. Oh, lass uns erst die Punkte noch verteilen, würde ich sagen. Oh, das geht nicht. Kann ich hier? Jo. Muss ich mal gucken, ob ich der... Schließen.
effektiver. Oh, die können beide, ne? Guck mal, nehmen wir den anderen. Oh! Oha. Aua. Qual. 7 Sachen. Qual. Oha. Bei der ist eigentlich... Ja doch. Au, au. Quatsch. Ouch. Wait until Rasputin sees you. Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls were particularly restless. The souls have now told me everything I needed to hear. And you, sir, what can you tell us? Das kannst du nicht sagen, weil dein Stolz zu gering ist. Sergei, please wait a moment. Mr. Shulsky, there are only so many humiliations a gentleman can tolerate. I have reached my limit. Congratulations to you both. I can see I won't convince you. I have to explain myself. It was me who provoked the whole situation. Sergei didn't have anything to do with it. But what was all this for? What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster.
One moment. First, Mr. Shulsky will explain himself. For my own, freely chosen reasons. I was looking for something here, and I found it. I regret that it was at someone else's expense. Enough wistful chatter. Will the gentleman with a book be leaving peacefully, or should we show him out? No need, I can make it to the door. Madame, honored guests. Victor, don't scare me like that. Mr. Shulsky, are you alright? I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Konieczkin. Victor. Thank you. That's very polite. Er sieht schon wieder sehr schlimm aus, ne? Der sieht schon wieder sehr, sehr, sehr schlimm aus. A lot of screen, a lot of screen. Thank you for an interesting evening. I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Ligia. Good night. Gefangene, aber ungezähmte Salutationen gehorchen deinem Befehl nicht. Besuche Rasputin, um sie zu zähmen. Hello? 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 Victor? Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you? Have you visited your old stomping ground yet? Yes, I'm fine, thank you. And how are you, Uncle? I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle? All right. So where should we meet? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. So, wir müssen dahin, aber wir wollen erst zu Rasputin, ne? Nee, das ist der Garten. Hallo? An Viktor Sulski, bitte kommen Sie schnellstmöglich zum Friedhof, es ist dringend. Okay. Da auch noch hin. Kann ich erst zu Rasputin, bitte? Komm. Rasputin wohnt, glaube ich, auch am Friedhof, ne? Ja. So. Was ist das? Der Warschauer Technikerbund lädt sie zu einer Vortragsreihe von Polens wichtigsten Erfindern, Technikern und Wissenschaftlern ein. Jeden Donnerstag um 19 Uhr im Hauptquartier des Bundes. Aha. So.
Ich weiß, den Friedhof müssen wir auch noch. Ne, hier nicht. Yes, sir? Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Fear not, I'm here for Rasputin. I can sense he's in the drawing room. Intriguing. Das Apartment ist zwar nicht allzu groß, aber dennoch beeindruckend. Mhm. Was ist das? Einladungen. Ein Stapel Einladungen zu Kaffeekränzen und Abendessen im Warschauer gehobener Gericht. Stammt von Gräfin. Von der Gräfin. Verschiedene Medikamente und Tinkturen in dekorativen Fläschchen. Einige wurden von Ärzten verschrieben, andere von Quacksalbern. Aha. Hallo. Is that him? In the flesh. Allow me to introduce you. My dear hostess, Aniela Narycinska, and my dear friend, Viktor Shulsky. Your father had a beautiful funeral. Thank you. My dear, we finished for today. Now I'll find out what brings Viktor to us. What brings you here? But you were the one who phoned. Very funny. Why was she looking at me so oddly? What did you tell her about me? She's never seen a thaumaturge before. I only mentioned to her how we met. Can I help you at all? Ob sie sich schon lange Have you known them long? No, but Aniela and Lucian are my two good souls. They took me, an impoverished preacher, in under their roof. And I'll never forget that. Are you helping them too? I am a balm for Aniela's frazzled nerves. But enough of that. Tell me what you need. Eine Hypnose. Actually, I don't feel great. Let's see what you brought with you this time. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Do you see him? He's remarkable. I can't tame him. You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off. Calm yourself. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. Wie lange bleibst du? You look like you've made yourself at home. Are you going to be staying on here for long? No, I'm afraid not.
They're kind people, but I've experienced another vision. Though not fully terrifying, it is troubling. Will you tell me about it? Later. What brings you to me? Ja, haben wir doch schon alles. No, I won't bother you. We can talk next time. The Narodzinski door is always open to you. So. Da ist noch was. Parfümfläschchen. Ein Fläschchen mit teurem französischen Parfüm. Sie ist ein Geschenk der an Rasputin. Ein dezenter Hinweis, dass es für alle besser wäre, wenn er seinen intensiven Geruch etwas kaschieren würde. Das Geschenk wurde entgegengenommen, beiseite gelegt und nie benutzt. Aha. Dekorativer Fächer. Ein dekorativer Fächer aus Marabou-Federn. Zittrige Worte warben noch immer um den Fächer. Entweder sprach sie zu sich selbst oder zu ihrem Ehemann. Sie beschwerte sich über ihre angeschlagene Gesundheit und Psyche. Die winzigen Windstöße des Fächers verschafften keinerlei Linderung. Die Familie ist gut situiert. Sie sind recht wohlhabend, haben ein komfortables Leben und einflussreiche Freunde. Kein Wunder, dass Rasputin sie ausgewählt hat. Er scheint sich ihre Gunst gesichert zu haben, indem er sich um Aniela gekümmert hat, die an einem Nervenleiden erkrankt ist. Ah, okay. Was haben wir hier? Oh, bitte. Zeitung. 365 Rezepte für das Abendessen für 5 Zloty von Lucina C. Das Brot, am besten Vollkornbrot, in dünne Scheiben schneiden und trocknen, bis es braun wird. Dann zum Mehl stampfen. Anschließend werden 3 Esslöffel dieses Brotmehls, ein Glas französischer Wein, eine Tasse Zucker, 8 Eigelben, Nelken, Zimt, zerdrückte Vanille, ein Esslöffel Butterschmalz und Schaum der 8 Eiweiß genommen, vermengt, in einer mit Butter gefetteten und mit Semmelbrödel bestreuten Topf gekippt und für eine Viertelstunde in den Ofen gestellt. Der Pudding reicht für 4 bis 6 Personen. Mhm. Interessantes Rezept. Was haben wir hier? Musik. Hübsch. Können wir da rein? Aha. Hier ist nix. Ist hier noch was? Hallo? Nee. So. Wo müssen wir jetzt lang? Oh, guck mal, da können wir reden. Kokette Frau. Hallo? Hello. Indeed. Fanciable. Up close. I would even say a solid 8, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. Worüber reden Sie sich? May I ask what you ladies are doing? What everyone does. We're evaluating. Frage Sie A mich. solid 8? You know, on a scale from 1 to 10, you look quite spiffy, sir. Why are you schmoozing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? And you, lousy fop, got an itch in looking for some philandering at the Marble Orchard, are you? 6, 5. 0. There's nothing here for you. Mr. 8 got some you-know-what, so he caught our eye. And vice versa, I can tell. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. And, as luck would have it, not too far from the orchard either. Schon wieder Sir, Vögel. you have the unique opportunity of becoming a 10.
Ja, dann werden wir mal der hier. Okay. Und Rainer. Und weg. Und der nächste. Komm, beiß ihn mal. Zack, zack. Und tschüss. Kann ich jetzt zu den Damen nochmal zurück? Nee. Schade. Ah, hier. Einmal zur Tram. Genau, wir schauen uns jetzt das Haus an oder die Stelle an, wo der Vater gestorben ist. Und dann machen wir auch gleich, denke ich mal, Feierabend. Den Rest machen wir dann nächste Mal. So. Wo ist denn das hier? Ach, da ist noch was. Wo? Nicht vergessen, Zeichenstunde bei um 18 Uhr verlegt. Okay. Ah, hier die Ecke waren wir schon mal, ne? So. Eine Brille mit einem verborgenen Gestell und einer kaputten Linse. Mit seinen letzten Atemzügen ließ Vater seinen Blick wandern. Er suchte nach dem Auslöser seines Todes. Seine Augen sind noch immer weit aufgerissen. Im Augenblick des Todes schleuderte er seinen Mörder hasserfüllte Blicke entgegen. An dem verbogenen Gestell klebt Wut. Von all den Emotionen wie Trauer, Kummer und Angst, die normalerweise einen Augenblick der Lebensgefahr begleiten, fehlt jede Spur. Es ist reine Wut. Wut darüber, dass der Tod zu früh kommt. Er hatte sich zwar angekündigt, aber so viele Dinge waren noch unerledigt. Okay. Beschädigte Säule. Eine große Säule, die in 2 Teile zerbrochen ist. Die Säule strahlt unbändige Wut aus, die tief in dem Körper eingebettet war. Ein Hieb von ungeheurer Stärke durch eine überaus kräftige Faust zerstörte die Säule und brachte so das gesamte Gebäude zum Einsturz. Chaos ist das Einzige, was hier zu spüren ist. Kein einziger besonderer Gedanke, keinerlei Intention. Chaos in Reinform. Zerstörungswut bricht durch die Oberfläche dieses Chaos. Es fühlt sich an, als ob diese Wut tief in den Eingeweiden desjenigen erschaffen wurde, der ihr freien Lauf ließ. Und hier? Schuh. Ein staubiger, abgetragener Lederschuh. Der Besitzer dieses Schuhs war ein hochmütiger Charakter, der vor nichts Angst hatte und der im Tod einen unwillkommenen Gast sah.
der die natürliche Ordnung des Universums zerstört. Er stand mit beiden Beinen fest im Leben und selbst als er dem Tod ins Auge im Auge gegenüberstand, reckte er ihm trotzig das Kinn entgegen. Ja, dieser Schuh gehörte meinem Vater. Vaters Tod. Dieser Ort trägt noch die Erinnerung an meinen Vater. Was hier von ihm geblieben ist, rundet das Bild eines beharrlichen, hartherzigen Mannes ab. Interessanterweise rechnet er mit dem Tod, auch wenn er früher kam als erwartet, was ihn zutiefst verärgerte, und der Tod, der ihn ereilte, war geprägt von unbändiger Wut. Am I a magician or what? Ah, hier. Death did not catch my father by surprise. It seems as if he had been expecting it, just not at that moment. He was practically annoyed about it. There was something he had wanted to finish. And this building, it couldn't have just fallen down like that, right as he was going by. Maybe he was on his way to a tryst with Svetlana. Hey, Suski! What? Chicken butt. Das Tighter. bleibt. There you go. Tighter. We took his book. Well done. All right, let's wake the asshole up. Wakey, wakey. What's... Well, come on, Sleeping Beauty. I haven't got all day. Now, let me get a good look at you. You look rough, fancy boy. This isn't what I was expecting. Fragen wir es. What's the meaning of this? Who are you? A shooting star, am I? For a moment, flickering, granting hope, holding fearful humanity briefly by the throat, before suddenly vanishing. Hold on. About it. Someday, this poetry will be the end of me. Long time no see, Shurski. Fragen, warum dich entführt hat. What kind of a sick idea is this? Kidnapping me? It's a joke! You don't find it funny? No. What does it feel like to have your life depend on me? Not the best. Listen, I understand you hold some resentment within yourself over what happened, but I can't change the past. Well, yes. But shit! You told me to wait for help and instead the boys in blue showed up and you washed your hands of it and left my pop to rot in prison. At least admit that you acted like a dick. Ja. I admit that it was a shitty move on my father's part. Your father's? Well, look at this weasel. Straight to whitewashing the past. Like father, like son, eh? Yes, I have the same family name and I'm also a thaumaturge. But that is where the similarities end. I don't think even you despised him as much as I did. His own son. Well, I don't know. I don't know. Now, years later, maybe things have changed, but once... There'd be no reason to talk if you hadn't pinched Papa's gut back then. Victor, it kills me that we pulled the trigger together. Together. You did? Where's that rat? What the fuck? Boss, it's the Cossacks again. Come here, coward. Looks like you've got a chance for redemption.
show these dickheads you don't mess with the shifts. Muss ich mich jetzt schon wieder prügeln. I'll take a look around. Aber ich würde fast sagen, wir machen hier Feierabend und werden genau hier nächste Mal weitermachen. Sci-Fi, ja, das passt schon. Meine Lieben. So. Ich dachte, wir kommen bis dahin durch. Aber anscheinend geht es doch länger, wie ich dachte. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr interessant. Was sagt ihr? Also ich finde es sehr interessant gemacht. Ich fand die Demo ja damals schon so geil. Meine Lieben, wir werden jetzt Feierabend machen und wir werden dann nächste Mal weiter spielen und dann werden wir, denke ich mal, dann auch gleich mit dem nächsten anfangen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute so lange da wart. Und denkt dran, wir sehen uns erst Freitag wieder. Ne? Wahrscheinlich Freitag. Ja, Freitag. Ich gucke, dass wir vielleicht früher anfangen, dann können wir hier noch weiterspielen. Ja, weil wir haben ja noch einiges mehr, was die Tage gekommen ist. Habt einen schönen Abend. Dankeschön. Und bis bald. Tschüss.